Der Spitzname Anarcho wurde mir gegeben von einem Uni-Professor, als ich in philosophischen Unterhaltungen immer die anarchokapitalistische Position vertreten habe. Das Wichtige bei Anarchie zu verstehen ist, dass es nichts mit Chaos und sozialer Unruhe zu tun hat, sondern mit genau dem Gegenteil. Der größte Mindfuck überhaupt ist, zu realisieren, dass der Staat genau dieses Chaos hervorruft, was er der Anarchie immer zuschreibt. Das Wort Anarchie bedeutet einfach nur, dass es keine Herrscher gibt. Es heißt nicht, dass es keine Regeln gibt. In einem System mit Herrschern kann es keine Regeln geben, die allgemein gültig sind, denn die Herrscher stehen immer über den Regeln. Für ein anarchistisches System braucht es vor allem eins: ein gesundes Verständnis von Eigentumsrechten. Erfahre mehr über Anarchie im Alex Anarcho Podcast. Was erlauben Strunz? Herzlich willkommen zurück zum Alex Anarcho Podcast. Und heute, meine Freunde, ein historischer Tag, beinahe schon, werden wir uns mit Ayn Rand und der Tugend des Egoismus beschäftigen. Woo! Ich glaube es fast nicht. Ja, ich glaube auch bei euch ist die Begeisterung auf dem Top-Level. Und ja, heute wird es wie gesagt um Ayn Rand gehen. Weniger um die Tugend des Egoismus, also weniger um das Buch, auch wenn wir da mal einen Blick reinwerfen werden. Aber vielleicht kennt das der eine oder andere von euch schon, wenn ihr andere Unterfangen von mir gehört habt, wo ich jetzt zum Beispiel Rothbard gelesen habe, dann starte ich so ein Projekt, was ja länger geht. Und jetzt auch die Tugend des Egoismus. Wie viele Kapitel sind das hier? Das sind 19 Kapitel. Das wird länger dauern, ja, vielleicht 19 Wochen, wer weiß. Und das möchte ich natürlich gebührend anfangen. Ja, da muss einen Auftakt geben, der Dirigent, der das Orchester so fertig macht und so weiter. Und diesen Auftakt soll diese Folge hier heute sein. Und vor allem für jetzt euch Zuhörer, die entweder von Ayn Rand noch gar nichts gehört haben. Was? Ayn Rand? Wie schreibt man das überhaupt? Da schreibt man A-Y-N. Das ist der Vorname, Ayn. Und der Nachname Rand wie Rand. Also falls ihr da jetzt eine Internetsuche machen wollt, dann wisst ihr auf jeden Fall, in welche Richtung ihr gehen sollt. Und genau, für die Leute, die sie jetzt noch gar nicht kennen, wir werden sie kennenlernen. Ihr werdet auf den Stand der Zeit gebracht. Und natürlich auch für alle anderen, die zwar schon, ja, Ayn Rand, Atlas Shrugged, habe ich alles gelesen, sagen, ihr werdet natürlich auch nochmal up to date gebracht, dass wir einfach alle auf der gleichen Seite anfangen können, wenn es dann in der nächsten Folge losgeht mit dem ersten Kapitel. Und ja, gut. So viel dazu, ne? Jetzt fange ich mal an. Ayn Rand ist eine Russin, eine gebürtige Russin. Sie ist 1905 am 2. Februar in St. Petersburg geboren, also Zeit der Aufnahme, ich nehme das jetzt hier am 4.2. auf, da ist das fast 115 Jahre her, dass sie geboren wurde. Und ja, wie muss man sich das vorstellen? Ja, St. Petersburg 1905, damals gab es noch einen Zar in Russland, ja, so Kaiser oder König oder was auch immer da das Äquivalent ist, einen Monarchen, und der hat da regiert, ja, und dann natürlich wenige Jahre später, ja, 12 Jahre später, 1917, ging's ja dann los mit Wladimir Lenin und der Revolution. Und dann hat sich Russland der Monarchie den Rücken gekehrt, sozusagen, und war nie wieder das Gleiche, ja. Wobei man jetzt natürlich im heutigen Zeitalter argumentieren könnte, ja, der Putin ist ja auch schon relativ lange an der Macht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also, das war so die Zeit, ne? Eine Zeit des Umbruchs. Und Ayn Rand war jetzt also eine gebürtige Jüdin und ihr Vater war Apotheker. Das heißt, sie waren so, ja, Mittelschicht. Und Ayn Rand hat eben diese russische Revolution am eigenen Leibe miterlebt. Ja, mit jungen 12 Jahren wurde da ihr Vater enteignet, aus der Apotheke rausgeschmissen, und sie hat so mitbekommen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir eine kollektivistische Philosophie haben, Sozialismus, Kommunismus, und es keine Eigentumsrechte mehr gibt. Und sie war da natürlich auch da entsprechend traumatisiert und dann dagegen. Ja, sie hat einen Hass gegen dieses russische Modell entwickelt, was ja damals eigentlich so zum ersten Mal wirklich Fuß gefasst hat in Russland. Und ja,
Sie hat sich dann in der Schule gelangweilt und weil sie war halt sehr intelligent, ja, und sie saß dann so in der Schule drin, hat zwar immer alles gewusst und so, aber sie hat eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, irgendwelche Kurzgeschichten oder Romane zu schreiben, und das hat sie viel mehr interessiert. Ja, und dann gingen die Jahre ins Land und Ayn Rand hat, wie gesagt, dieses System, was da in Russland, ja, ab 1917 aufgekommen ist, hat sie massiv gehasst. Ja, sie fand das menschenverachtend und sie wollte da unbedingt raus. Und das Ideal, wo sie immer hingestrebt hat, war so Amerika, ja, das Land der Freiheit, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da kann man praktisch hinziehen und einen Neuanfang wagen. Und dann hat sie 1925, also mit 20 Jahren, die Chance bekommen, ihre Verwandten oder so in Chicago zu besuchen. Ja, das war damals natürlich aus der Sowjetunion, oder war das damals schon die Sowjetunion? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall damals aus dem Land auszureisen, war nicht so ohne, ja, und man konnte jetzt auch nicht sagen, Peace out, Leute, ich pack meine Koffer, Sozialism sucks, ich gehe nach Amerika. Das ging leider nicht so, sondern Ayn Rand musste da praktisch das so als Vorsatz geben, ja, ich besuche dann nur kurz meine Verwandten, ich bin gleich wieder zurück. Und das hat sie dann natürlich nie gemacht. Sie ist nie wieder zurück nach Russland gegangen und hat dann praktisch ab 1925 in den USA gelebt. Und da hat sie dann angefangen als Drehbuchautorin. Wie gesagt, Schreiben war eine ihrer Leidenschaften, und hat dann auch 1936 ihr erstes Buch wirklich veröffentlicht. Das war damals, das heißt We the Living. Und es handelt so, ich habe es selber jetzt nicht gelesen, deswegen kann ich es jetzt nur aus der Erinnerung von und Schreibungen von anderen selber umschreiben. Da geht's dann wahrscheinlich so um Individualismus gegen Kollektivismus, ja, weil alle Romane von Ayn Rand sind philosophisch motiviert, ja. Das heißt, Ayn Rand benutzt ihre Fiktion, ihre Romane, ihre Fiction damit eigentlich, um Philosophien in Charakteren einen Ausdruck zu verleihen. Das heißt, wir haben Personifikationen von bestimmten Philosophien. Ja, das heißt zum Beispiel, wir haben einen Professor in The Fountainhead, was sie dann 1943 geschrieben hat, also kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in The Fountainhead gibt es einen Charakter. Also für die Leute, die das Buch jetzt von euch gelesen haben, vielleicht erinnert ihr euch an Ellsworth Toohey. Ja, das war so der schleimige Secondhander. Ja, er lebt nicht aus eigener Motivation heraus, sondern ihm geht's praktisch nur darum, alle Leute gleich zu machen. Der ist so die Personifikation des Egalitarianism, ja, das Egalitarismus, dass wir alle gleich sind, ja, und natürlich, damit wir alle gleich sind, müssen die herausragen, einen Kopf kürzer gemacht werden. Und solche Leute zum Beispiel. Oder, und jetzt hier ein dicker Spoiler-Alert für Atlas Shrugged, für die Leute, die, obwohl, ich mach's einfach mit einem anderen Charakter. Ich hatte das ja auch schon in einem anderen Podcast mit der Money Speech und die Wurzeln allen Übels angesprochen. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Francisco d'Anconia haben oder Dagny Taggart, also zwei der Protagonisten aus Atlas Shrugged, das sind so die Personifikationen des Guten, ja, Ideale, die Ayn Rand hochhält. Zum Beispiel, und das werden wir jetzt auch in der Folge heute noch genauer anschauen, so interessengeleitete Individuen, ja, also die einfach gucken, ja, was möchte ich denn machen, was macht mich denn glücklich, was vervollständigt mich denn, und sich gar nicht darum kümmern, was interessiert jetzt die anderen, ja, sie sind halt Egoisten. Und das Wort Egoismus wird natürlich eine massive Rolle spielen in unserem neuesten Unterfangen hier, weil das Buch heißt ja Die Tugend des Egoismus. Und vielleicht sage ich das noch mal ganz kurz, nur dass das allen klar ist. Eine Tugend ist ein erstrebenswertes Ideal. Ja, das heißt also, Mut zum Beispiel, könnte man sagen, Mut ist eine Tugend. Ja, dass ich nicht vor jeder Herausforderung sage, oh nein, das macht mir Angst, ich will's nicht tun. Oder dass ich bei jeder Herausforderung sage, ja, all in, Leroy Jenkins. Sondern dass man da halt so einen gesunden Mittelweg geht. Ja, manchmal sagt man, oh,
das kann ich auf jeden Fall schaffen, ja, ich bin hier mutig. Und manchmal sagt man, nein, das wäre jetzt Suizid, da renne ich jetzt lieber noch nicht alleine in den Dungeon rein. Und genau. Also das war jetzt die Leroy Jenkins Referenz für alle Gamer unter euch. Okay, kommen wir zurück zu Ayn Rand. Wie gesagt, sie hat dann angefangen, Bücher zu schreiben. 1936 We the Living, 1943 The Fountainhead, 1957 kam Atlas Shrugged raus, was so ihr Hauptwerk war. Man sagt dazu auch der Magnum Opus. Und ja, also das ist ein unglaublich dickes Buch, wo sie praktisch so, das ist das Nonplusultra-Roman, ja, das ist wirklich ultra viele Themen, die sie aufgreift, sehr viele Charaktere, die sie hat, und wie gesagt, die Charaktere personifizieren immer so bestimmte Ideale, bestimmte Philosophien. Und dann hat sie aber eben auch noch Non-Fiction-Bücher geschrieben, das heißt also jetzt keine Romane, wo erfundene Figuren eine erfundene Geschichte erleben, sondern sie hat eben auch abstrakte philosophische Bücher geschrieben, von denen jetzt zum Beispiel die Tugend des Egoismus ein Exemplar wäre, wo sie einfach gesagt hat, okay, ich habe jetzt diese Philosophie, die ich vertrete, ja, die zum Beispiel jetzt, wie wir das schon gesehen haben, gegen diesen Kollektivismus, gegen den Kommunismus ist, aber ich formuliere das noch ein bisschen weiter aus, ja, dass man das formeller hat und nicht so in einem, was weiß ich, 50 Shades of Grey Style, sondern dass man das eben auch noch schwarz auf weiß einfach mal abstrakt formuliert hat. Okay. The Virtue of Selfishness, also die Tugend des Egoismus, kam dann 1964 raus. Und hier formuliert sie also so ihre Philosophie. Und das ist ganz wichtig bei Ayn Rand. Diese Philosophie heißt Objektivismus. Ja, warum das Objektivismus heißt, werden wir gleich noch erfahren. Aber wir merken uns das auf jeden Fall mal. Wir haben Ayn Rand, die Autorin, die eine Philosophie vertritt, die Objektivismus heißt. Und Ayn Rand ist eigentlich auch so die Erfinderin vom Egoismus. Und normalerweise, wenn man sagt, hey, ich bin ein Objektivist, dann meint man damit in der Regel, ich glaube, die zentralen Thesen, die Ayn Rand postuliert hat, beziehungsweise argumentiert hat. Und jetzt wird's ganz interessant, weil ich würde mich selber auch als Objektivisten bezeichnen, wobei Ayn Rand sagen würde, nein, Alex Anarcho, you are not an objectivist. Ja, also ich kann den Akzent jetzt nicht so gut nachmachen. Ich werde den immer mal wieder probieren, ja, so für eure Unterhaltung, dass ihr mich da auslachen könnt. Aber sie hat halt einen sehr lustigen Akzent. Werden wir auch gleich noch hören. Genau. Sie würde jetzt also sagen, nein, Anarchisten, das sind keine Objektivisten, weil sie an Anarchie glauben, ja. Und Ayn Rand zum Beispiel glaubt an den Minimalstaat, ja, den Nachtwächterstaat. Der Staat, der die Rechte der Individuen in der Gesellschaft schützt und das heißt voreinander, ja, dass der Müller den Meier nicht auf die Rübe haut und seinen Sack Weizen wegnimmt und dass eben, was weiß ich, Kanada nicht die USA überfallen, so nach dem Motto, ja, dass wir die Gefahren innerhalb der Bevölkerung minimieren und die Gefahren eben von außerhalb. Das wäre jetzt das Ideal, der Idealstaat von Ayn Rand. Gut, sie hat jetzt also eine unglaubliche Karriere hingelegt, von in Russland geboren sein, der natürlich Englisch Fremdsprache und dann aber massive Bücher geschrieben, ja, Atlas Shrugged, was einem der einflussreichsten Bücher in Amerika gewählt wurde, ja, nur noch davor war die Bibel. Und ich meine, wenn man mal sich die USA anschaut und sieht, wie christlich da viele Leute sind, dann ist das natürlich schon krass, dass Atlas Shrugged hier als zweiteinflussreichstes Buch genannt wird. Und ja, das heißt, und natürlich, das hat sie auf Englisch geschrieben, ja, das ist natürlich ein unglaubliches Achievement, dass sie hier diese Sprache so gut gelernt hat. Und wenn man das Buch liest, dann merkt man eigentlich auch gar nicht, dass das von einem Non-Native Speaker kommt. Sie ist zum Bestseller-Autor geworden dadurch und hat eben, ja, ist zur Infamie aufgestiegen, also nicht zur Berühmtheit, doch eigentlich so eine negative Berühmtheit, weil ihre Thesen halt sehr umstritten sind. Sie ist eine sehr kontroverse Figur, weil sie eben so Thesen vertritt wie, ey Leute, Egoismus ist eine Tugend, ja, das ist ein Ideal. Wobei man ja normalerweise in der Gesellschaft eher hört,
du bist so egoistisch. Und das ist natürlich eher ein negativer Satz, ja. Also normalerweise, wenn dir jemand an den Kopf wirft, du scheiß Egoist, ja, dann sagst du nicht, ja, vielen Dank, du auch, sondern dann sagt man eher, was, ich bin doch kein Egoist, ich denke so viel an andere Leute, bla 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 bla. Gut. Und dann am 6. März 1982 stirbt Ayn Rand in New York City in ihrem Apartment an Herzversagen. Das heißt, sie ist nicht sehr alt geworden, ja, obwohl 1905 bis 1982 ist natürlich schon ein stattliches Alter. Man muss aber doch dazu sagen, dass sie sehr gerne geraucht hat, ja, das war also eine Kettenraucherin und sie meinte, Rauchen ist nicht schlecht für den Menschen, ja, das ist ein Propagandaprogramm vom Staat, dass einem da gesagt wird, dass es nicht gut ist und so weiter. Sie wollte das also lange nicht glauben und ja, gut, ist an Herzversagen gestorben. Das so viel zur Biografie von Ayn Rand, ja, also sie war eben eine sehr kontroverse Figur, aber auch eine sehr populäre Figur und viele Leute schätzen sie immer noch und dazu würde ich mich zum Beispiel auch selber zählen, ja, also für mich ist Ayn Rand ist so diejenige, die mich aus meinem dogmatischen Schlummer erweckt hat. Ja, das ist ja so ein schöner Satz. Ja, wir wecken uns gegenseitig aus dem dogmatischen Schlummer aus, dass wir auf einmal anfangen, die Dinge zu hinterfragen. Und das war eben Ayn Rand für mich, weil sie mit unglaublicher Sicherheit gesagt hat, nein, wir Menschen haben einen Verstand und wir können diesen Verstand benutzen, um Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen. Okay, und wir werden da, wie gesagt, gleich noch drauf eingehen, en Detail. Ich habe euch 4 Clips rausgesucht mit Interviewausschnitten, die wir anhören werden und durchsprechen werden. Und dann werdet ihr da praktisch noch mal von ihr selber die Formulierungen hören und ich werde das umschreiben. Und bevor wir uns jetzt den ersten Clip anschauen oder anhören, eher gesagt, muss ich natürlich sagen, sie hat einen dicken russischen Akzent. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass hier astreines Englisch gesprochen wird. Also schriftlich ist sie, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber von der Aussprache her nicht so. Und ich glaube, das war auch nie so eine Sache, die sie wirklich ändern wollte. Ja, sie hat da gesagt, ja, what do I care? Ja, wie gesagt, super schlechter Akzent jetzt von mir. Also, sie hat das nie richtig gelernt und natürlich dazu kommt auch noch, die Clips, die wir uns anschauen, sind schon über 40, 50 Jahre alt. Das heißt, da kann die Audioqualität schon mal leiden. Ich werde das immer versuchen, natürlich noch mal zu übertragen für die Leute, die es nicht richtig verstanden haben, damit ihr das auf jeden Fall mitbekommt, was sie da sagt. Okay, in diesem Sinne fangen wir jetzt wirklich mit der Red Pill für mich an. Ja, also wir versetzen uns noch mal kurz zurück. Wann habe ich Ayn Rand kennengelernt? Das war so mit 16, 17, als junger Steppke damals. Ich war so am Hadern mit dem Glauben, ja, weil ich kam eben aus dieser christlichen Phase, die ich ja auch schon angesprochen hatte, wo ich eben überzeugter Christ war und geglaubt habe, ja, der Herr Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir das ewige Leben haben können und so weiter und so fort. Und da bin ich halt immer weiter davon abgekommen mit der Pubertät, so als ich mir Gedanken gemacht habe, wie das denn wirklich funktioniert und hey, warum gibt's denn so viele Religionen und Unterkonfessionen, die alle meinen, ja, ich habe die eine Wahrheit gefunden, aber ja, also es gibt da ja so viele Auswahl und jetzt nur zu sagen, ja, ich habe ein Buch, wo es so drin steht und ich habe ein Buch, wo es so drin steht, das alleine ist ja jetzt irgendwie noch kein schlagfertiges Argument. Also habe ich mich hingesetzt und gesagt, Arguments against God oder so, habe ich auf YouTube eingegeben. Ja, damals gab's YouTube schon. Und dann bin ich eben jetzt auf diesen Clip gestoßen und der hat mein Leben verändert. Ja, sie hat mich hier aus dem dogmatischen Schlummer aufgeweckt und wir hören einfach mal rein. You do not accept the existence of a God, a divine prime mover, right? No. Now, the reason you don't is because you can't prove that such a entity or being or energy exists. I can't, or nor can anyone else. There is no proof. There is no proof that there is no. So therefore, you've concluded that there isn't one. That's right. You can't prove there isn't. You are never called upon to prove a negative. That's Right. a law of logic. Boom. Und mit diesem Satz, ja, hat sie
eine der wichtigsten Einwände, die ich normalerweise so aus dem Christentum gehört habe, zerstört. Okay, also sie sitzt jetzt hier und es gibt da das Interview in Volllänge auch noch bei YouTube und ich würde euch das empfehlen, schaut euch das mal an, wenn ihr euch unterhalten wollt, wenn ihr was lernen wollt, das ist wirklich interessant. Sie sitzt da in einer Talkshow von Phil Donahue, heißt der. Und ich würde sagen, das war so der erste Joe Rogan, ja, derjenige, der das eigentlich wirklich super gemacht hat mit diesem langen Format, wo er einfach interessante Leute eingeladen hat, zum Beispiel eben Ayn Rand, aber auch Milton Friedman, um über Themen zu reden, ja, die Leute so interessieren. Und ja, jetzt ist es also so, Ayn Rand saß da und er fragt sie halt so, ja, du glaubst nicht an Gott und weil du keine Beweise dafür hast, keine Indizien, ja, und natürlich eine Bibel ist kein Beweis für Gott, weil es gibt ja auch Harry Potter und trotzdem glaube ich nicht an Hogwarts, ja. Also nur weil jemand einen Satz geschrieben hat, heißt das ja noch lange nicht, dass das tatsächlich so ist. Und jetzt sagt er praktisch als Einwand, sie sagt, ja, das stimmt. Und er sagt als Einwand, ja, aber du kannst doch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Und dieses Argument habe ich tatsächlich in christlichen Kreisen schon gehört, ja. Wenn die Frage ist, beweise mir, dass es Gott gibt, dann kommt der kluge Christ, dreht sich um und sagt, na, nicht so schnell, mein lieber Atheistenfreund. Beweise du mir doch erstmal, dass es Gott nicht gibt. Brrr. Okay, also. Und jetzt sagt Ayn Rand, du darfst nie ein Negativ beweisen. Oder ein Gesetz der Logik sagt, dass du nie ein Negativ beweisen sollst, ja? Sondern, wenn du etwas beweisen willst, dann sage, okay, ich habe Beweise für das Positiv gesammelt und dann habe ich das bewiesen. Oder wenn ich keine Beweise habe, dann habe ich es nicht bewiesen, dann ist es auch nicht so, ja? Das heißt jetzt, wenn ich jetzt sage, beweise mir, dass es keine Teeuntertasse auf dem Mars gibt, dann müsstest du ja eigentlich, um das Gegenteil zu beweisen, den ganzen Mars absuchen und dir wirklich 100% sicher sein, dass es da keine Teeuntertasse gibt. Und das ist ein viel größerer Aufwand, als den Mars so lange zu untersuchen, bis man eine Teetasse gefunden hat, ja, oder man läuft über den Mars, ja, Elon Musk-Style und findet dann eine Teetasse, ja, zack, bumm, bewiesen, fertig, aus. Aber eben diese Art und Weise, wie man herangeht, ja, weil beweise mir mal, dass wir nicht in der Matrix leben. Ja, beweise mir, dass es nicht alles eine Simulation ist, durch die wir alle gehen hier. Beweise mir, dass ich nicht gerade im Koma liege und mir das alles nur erträume. Das sind alles so Sachen, die kann man nicht beweisen. Und deswegen ist es einfach idiotisch, sich darüber Gedanken, oder was heißt idiotisch? Ja, das ist keine gute Logik. Normalerweise, wir gehen von dem aus, was wir haben und versuchen dann Sachen zu beweisen. Und wenn wir zum Beispiel beweisen können, hey, alle Dinge, die ich loslasse, fallen auf den Boden, great, ja, great, das ist super und das reicht dann auch schon. Und dann haben wir das bewiesen, dann haben wir Gravitation, fertig, aus. Also dieser Comeback praktisch von ihr, keine Negative zu beweisen, ist ein Grundsatz, den wir uns einfach fürs Leben merken. Ja, das ist jetzt nicht nur bei der Existenz Gottes so, sondern auch bei allen anderen Sachen. Immer wenn jemand herkommt und sagt mir, beweise mir doch, dass es nicht so ist, dann ist derjenige, der eigentlich in der Bringschuld vom Beweis ist, tut so die Bürde des Beweises auf dich abwälzen und sich dann selber so in den Lorbeeren wiegen. Haha, ich bin so intelligent, er kann mir das Gegenteil nicht oder er kann mir das Negativ nicht beweisen. Ja, also das ist ein bisschen zu kurz. Und war für mich schon ein super wichtiges Argument gleich hier innerhalb der ersten 30 Sekunden. Okay, hören wir weiter rein. When you accept such an important issue as the creation of the universe, yes, on faith, you're destroying your confidence and the validity of your own mind. It has to be either reason or faith. I am against God for the reason that I don't want to destroy reason. I don't... Give us a chance, all right? We appreciate your zeal, but if you continue that, it's going to make it difficult for the other people to absorb what's going on here. He says, how can I be against God? I'm against those who conceived that idea. Tell us why. Tell us why. Because then it gives man permission
to function irrationally, to accept something above and outside the power of their reason and superior to reason. Also, es geht jetzt hier weiter und sie wird, wie gesagt, gefragt, ja, warum bist du denn gegen Gott? Und sie sagt halt so, ja, wir haben hier ein Paradigma, eine Entscheidung entweder zwischen dem menschlichen Verstand, ja, Logik und Glauben. Und diese beiden Dinge lassen sich nicht miteinander vereinbaren. Und die Leute, die jetzt sagen, es gibt Gott oder es gibt etwas, was größer ist als der Verstand, was vom Verstand gar nicht begreifbar werden kann, zerstören jegliche Grundlage für den menschlichen Verstand. Ja, sie räumen ihn praktisch weg und da der menschliche Verstand das Überlebenswerkzeug des Menschen ist, ja, die Art und Weise, wie er sich am Leben halten kann und sich fortpflanzen kann und so weiter, zerstören sie die Lebensgrundlage. Und das ist eben für Ayn Rand das Schlimme, ja, dass wir nicht mehr jetzt hier sagen können, der Mensch ist der Herr seiner selbst und er kann die Welt begreifen, so wie sie ist, sondern dass wir sagen, der Mensch weiß nie wirklich, was abgeht und so weiter und so fort. Also, das ist der Grund, warum Ayn Rand den Glauben so schlimm findet. Gerade wenn man Glauben über Verstand macht. Ja, also ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin ein Architekt und ich baue eine Brücke und mein Verstand sagt mir eigentlich, so wie wir das konstruieren, wird diese Brücke zusammenbrechen. Aber ich glaube an Gott, ja, und ich bete jeden Abend zu ihm und sage, Gott, bitte mach doch, dass die Brücke weiter hält. Ja, und wenn ich das mache, dann werden da natürlich irgendwann Leute sterben, weil sie da drüber gehen und dann bricht die Brücke ein. Und ja, jetzt ist natürlich, das menschliche Leben ist also nur dadurch geschädigt worden, dass ich eben den Glauben über den Verstand gesetzt habe. Und Ayn Rand ist jetzt eine, die sagt, der menschliche Verstand ist absolut, ja. Es ist das einzige Überlebenswerkzeug für den Menschen und deswegen müssen wir es auch als höchstes halten. Und die ganze Welt, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, kann vom menschlichen Verstand begriffen werden. Okay, I just want to get this in before we break. You're an atheist. Yes. I could do the same to you, you know. Why? Since you're the host, I won't say it, but in other circumstances, I would say I don't approve of religion. I recognize your right to it. But Yeah, you don't approve of religion because? Because it's mystical, because it's based on faith, not on reason and facts. So for you, but not for others, okay, what do you care? Somebody wants to worship a Christmas tree or a telephone pole, that's their business. I wouldn't stop them legally. I said I grant them the right to believe anything they want, but I don't have to approve. And the question was, I would say, you know, ask them, Yeah. but I would never pass any laws to stop them. Yeah. So, da kommen wir zu einer lustigen Stelle in diesem Interview und Phil Donahue sagt so, you're an atheist. Und sie sagt so, ja. Und er sagt, ich glaube, das hat man nicht richtig gehört, so tadelnd, ja, so du, ja, du böser Atheist. Und vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, ein Atheist in Amerika ist was ganz Schlimmes, ja. Ich habe zum Beispiel in der 10. Klasse einen Austausch mit in die USA gemacht und war dafür ein Jahr. Und ich hatte in meinem Facebook-Profil damals drinstehen, dass ich ein Atheist bin. Ja? Und dann habe ich eines Tages einen Anruf oder eine E-Mail von meiner Organisatorin von dieser Vereinigung da bekommen, die den Austausch gemacht haben und gesagt, deine potenzielle Gastfamilie hat gesehen, dass du ein Atheist bist und möchte dich jetzt nicht mehr nehmen. Ja, also so krass ist das da, weil Atheisten haben so den Ruf, die haben keine Moral, ja, die machen, was sie wollen, das sind keine guten Menschen und so weiter und so fort. Was natürlich absolut nicht stimmt, aber so ist eben der Ruf in den USA. Und natürlich, dieses Interview wird in den 70er Jahren gefilmt, da ist das nochmal viel krasser mit dem Atheismus. Und jetzt sagt er also, ja, du schlimme Atheistin. Und
jetzt sagt sie halt, antwortet er drauf, ja, ich könnte das Gleiche zu dir sagen, ja, weil du der Gastgeber bist, mache ich es nicht, aber ich könnte das trotzdem sagen. Und das führt dann so zu der Frage, ja, findest du Religion nicht gut oder approvest du Religion nicht? Und sie sagt, nein, ich approve das nicht, ich bestätige das nicht, ich finde das nicht gut. Und jetzt sagt er, ja, und ja, aber was kümmert dich das, ob andere Leute einen Weihnachtsbaum oder einen Telefonpfahl anbeten wollen? Und dann sagt sie, ja. Und das ist jetzt das Schöne an Ayn Rand. Ja, sie sagt, ja, I wouldn't stop them legally. Ja, also ich würde da keine Gewalt einsetzen, keine Aggression einsetzen, um den Herrn Müller davon abzuhalten, seinen Weihnachtsbaum anzubeten. Aber ich finde es nicht gut. Ja, ich approve das nicht. Das heißt, sie ist auf der einen Seite. Und hier vermischt sich eben sowas bei Ayn Rand. Das ist auf der einen Seite Libertarismus, ja, diese politische Philosophie, wann man Gewalt einsetzen darf und wann nicht. Ja, und zum Beispiel jetzt, wenn Herr Müller einen Weihnachtsbaum anbietet und da niemandem damit schadet, dann kannst du eben jetzt nicht da ins Haus reinkommen mit einem SWAT-Team und den festnehmen und gar seinen Hund erschießen, sondern, ja, dann kannst du halt den Kopf schütteln und weitergehen. Ja? Und Ayn Rand ist jetzt so eine. Und normalerweise, ja, wenn wir Rothbard lesen, der sagt da nichts drüber, ja, was man da machen soll, wenn jemand einen Weihnachtsbaum anbetet. Ayn Rand sagt da ganz klar was dazu. Ja, die sagt, Leute, die an Gott glauben, das sind psychologisch schwache Leute, da kommen wir auch noch gleich da drauf und so weiter und so fort. Deswegen, sie würde das nicht approven. Okay, kommen wir zum nächsten Ausschnitt. You've got to allow that you're not smart enough to know whether or not there's a God. Yes, I am, and everybody here is. Is what? Smart enough. That doesn't take much intelligence. You know why? Why? Because you're not called upon, I cannot be called upon to know a negative or to prove a negative. If there is a God and you prove it, that's fine. But you can't tell me you can't know that there isn't. I would say, yes, I know that there isn't because I've been given no evidence. Das kann man ja auch ganz ehrlich sagen, dafür liebe ich Ayn Rand einfach, ja, diese Simplizität und keine Angst, hier irgendwas zu sagen, wo man vielleicht die Leute verletzen würde, ja, er sagt, ja, aber du kannst doch nicht klug genug dafür sein, um zu wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht, und sie sagt, doch, ich bin klug genug und jeder hier ist klug genug, weil wir keinen einzigen Beweis für die Existenz Gottes haben und deswegen ich kann kein Negativwissen und deswegen braucht es nicht viel Intelligenz, um zu wissen, dass es keinen Gott gibt. Ja, fertig aus. Und ja, einfach eine super schöne Stelle. I think atheists are as arrogant as many of the so-called Christians or religionists that you decry. I'm saying, Arrogant in what way? in that you are here with your certainty saying there is no God, and anybody who believes there is it is almost a suggestion that you're foolish if you believe that there is. And I think that's a little arrogant and condescending. No, I don't call it foolish. I would have, if you want to tell the truth, I think it's a bad sign psychologically. It is a sign of a psychological weakness, of a man who is afraid to stand on his own mind and his own responsibility. Mm-hmm. Because you see, the absence of proof has gone on for centuries. Mm-hmm. Every argument for the existence of God is incomplete, improper, and has been refuted, mm-hmm. and people go on because they want to believe. Well, I regard it as evil to place your emotions, your desire, above the evidence of what your mind knows. Okay. But that's what you're doing with the idea of God, speaking philosophically. True. You say you need someone to explain the order, but what will you then have to explain God? You have to take what exists as a fact, and you start with what exists, and you see how much you can learn about it. Also jetzt sagt die Serie ganz klar, also er fragt so, ja, bist du nicht super arrogant, dass du sagst, du weißt, dass es keinen Gott gibt und alle Leute, die glauben an Gott, die an Gott glauben, das sind Idioten. Und sie sagt, nein, das sind keine Idioten, sondern es ist ein Zeichen für psychologische Schwäche, wenn du an Gott glaubst, ja, weil, so wie sie die Sache sieht, ist, wenn du an Gott glaubst, dann tust du den Verstand unter den Glauben einordnen. Ja, nochmal zurück zum Brückenbeispiel. Oder
wenn du weißt eigentlich, ja, die Beweise für Gottes Existenz sind unvollständig und fehlgeschlagen und so weiter und du glaubst trotzdem an Gott, weil du an Gott glauben willst, dann tust du deinen Verstand eigentlich, dass du weißt, dass es keinen Gott gibt, deinen Emotionen, dass du glauben willst, dass es Gott gibt, unterordnen. Und das wäre so, wie wenn der Brückenarchitekt sagt, ja, ich weiß eigentlich, dass diese Brücke nicht mehr als 1 Tonne tragen kann, ich will aber trotzdem, dass diese Brücke 1 Tonne tragen kann. Ja, und nur davon, dass ich eine Emotion habe, ändert das ja noch nicht die objektive Realität. Eben, dass die Brücke porös ist und über einer Tonne zusammenbricht. Also, und hier hat sie eben so ein schönes Zitat, das habe ich mir auch rausgeschrieben. A man who is afraid to stand on his own mind and his own responsibility. Ja, also das ist jemand, der an Gott glauben will. Jemand, der Angst vor seinem eigenen Verstand hat und vor seiner eigenen Verantwortung. Und das bringt uns irgendwie schön zu Jordan Peterson, weil der ja auch viel von eigener Verantwortung schreibt oder spricht. Wobei das natürlich ganz lustig ist, weil für Jordan Peterson hat Gott eine ganz wichtige Rolle. Wobei natürlich auch hier wieder die Frage ist, wie definiert Jordan Peterson Gott überhaupt? Für den ist das ja weniger so ein allmächtiges Wesen, was im Himmel lebt, ja, was auch immer der Himmel sein mag, und die Geschicke der Menschen steuert, sondern es ist eher so das Höchste. Und ich denke, das Höchste gibt es bei Ayn Rand natürlich auch. Ja, Ideale haben immer das Höchste. Ein Ideal ist das Höchste per Definition. Und okay. Und jetzt ist halt so die Frage, okay, wenn wir keinen Gott haben, wenn wir nicht sagen können, ja, am ersten Tag sagte Gott, es werde Licht und es ward Licht, wie ist denn dann das Universum entstanden? Und wir kommen jetzt hier in so ein interessantes philosophisches Argument, weil wenn wir sagen, also es muss ja irgendwo einen Startpunkt geben, rein logisch betrachtet, ja, so funktioniert unsere menschliche Logik zumindest. Und wenn wir jetzt sagen, Gott hat das Universum erschaffen, dann haben wir immer noch kein Problem gelöst, weil die Frage ist immer noch, und wer hat Gott erschaffen? Oder wer hat Gott erschaffen? Ja, also, wer? Ja, das ist der, oh fuck, wie heißt der Fall? Der Nominativ? Naja, keine Ahnung. 3. Klasse ist zu lange her. Also, woher kommt Gott? Ja? Und wenn Gott von einem Göttergott geschaffen wurde, wer hat den Göttergott erschaffen? Also irgendwo muss es ja den Startpunkt geben. Und dann ist es doch viel logischer zu sagen, hey, wir wissen, dass der Big Bang passiert ist. Und anstatt jetzt was zu nehmen, was wir nicht erklären können, zum Beispiel Gott, fangen wir doch einfach mit dem Big Bang an, ja, und schauen, wie weit wir kommen können. Und dadurch vermeidet man eben man sagt dazu in der Philosophie, einen infiniten Regress. Ja, also etwas infinit heißt ja unendlich, etwas, was unendlich zurückgeht. Weil ich immer sagen kann, wer hat den Gott erschaffen, der Gott erschaffen hat, wer hat den Gott erschaffen, wer hat den Gott erschaffen und so weiter und so fort. Also da sitze ich dann in 100 Millionen Jahren noch da, weil ich das eben unendlich lange machen kann, dass ich frage, ja, wer hat denn den erschaffen? Okay, ganz schönes Ding, einfach so von der einmal von der psychologischen Seite, ne? Menschen, die Angst haben, so sagen, ja, ich bin ja eh ein Spielball in Gottes Spiel und wenn Gott will, dass mein Kind im Swimmingpool ertrinkt, dann ist das halt so, ja, dann wollte Gott es halt früher heimholen, da kann ich ja auch nichts dafür und wenn, was weiß ich, mich meine Frau verlässt, dann war es wohl nicht so für die Ewigkeit gemeint, da kann ich ja auch nichts dafür. Immer dieses Verantwortung wegschieben, ja, das ist Gottes Plan und so weiter. Das ist ein Zeichen für eine schwache Psychologie, dass die Leute nicht sagen, hey, ich kann was, ich bin mein eigener Mensch, ich bin für mein eigenes Glück verantwortlich, sondern dass die halt so sagen, ja, ist halt so, kann ich jetzt auch nichts ändern und so weiter und so fort. Gut, damit kommen wir zum Abschluss des ersten Clips. Aus einem anderen Interview ist jetzt diese letzte Episode. It is not right. It is not proper to men to take anything on faith. Religion is a matter of faith. You accept a religion emotionally or because you were born to it. You have not chosen it rationally. I tend to think of this whole thing as ongoing, that there is an eternity and that we are going to be a part of that eternity, that we aren't just corpses in graves when we die. But we aren't corpses and graves. We are not there. Don't you understand that when this life is finished, you're not there to say, oh, how
terrible that I'm a corpse. No. Well, this is true. It's finished. And what I've always thought was a sentence from some Greek philosopher, I don't unfortunately remember who it was, that I read at 16, and it's affected me all my life. I will not die. It's the world that will end. I will not die, it is the world that will end. Ich glaube, Ludwig Wittgenstein, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, auf jeden Fall Wittgenstein, hat das auch gesagt, der Tod ist kein Teil des Lebens. Ja, und Ayn Rand macht jetzt hier also den Punkt, ja, das war jetzt ein anderes Interview, der Typ sagt, ja, ich glaube ans ewige Leben, ja, ich glaube nicht, dass wir dann nur Körper in Gräbern sind. Und sie sagt, aber du bist nicht da, du bist nicht mehr. Es gibt kein Bewusstsein mehr, was irgendwas wahrnehmen kann, ja. Und deswegen sagt auch Wittgenstein, der Tod ist kein Teil des Lebens, weil der Tod heißt schon, dass das Leben vorbei ist, ja. Also das ist erst wenn das eine aufgehört hat, beginnt das andere praktisch. Das heißt, ich erlebe praktisch gar nicht, wie ich sterben werde, ja. Oder man kann auch so schön sagen, mein ganzes Leben lang werde ich nicht sterben. Und das wäre eine wahre Aussage, weil, ne, wenn man dann gestorben ist, dann lebt man ja nicht mehr. Also es ist kein Teil vom Leben mehr. Okay, also Ayn Rand können wir aus diesem ersten Clip subsumieren, ist eine vehemente Atheistin. Sie glaubt an keinerlei supernatürliche Wesen oder, Entitäten, sondern sie sagt, es gibt nur den menschlichen Verstand. Das ist das Überlebenswerkzeug des Menschen auf der Erde und das ist ein Absolut. Ja, wenn wir was wissen wollen über die Welt, dann müssen wir uns dem Verstand bedienen. Okay, das war wie gesagt jetzt der erste Clip, der mich aufgeweckt hat. Jetzt habe ich einen zweiten Clip rausgesucht, weil der schön so die ökonomische Position von Ayn Rand illustriert. Und zwar ist sie hier wieder mit Phil Donahue und es geht um freie Marktwirtschaft. Und wir hören einfach mal rein. If we allow the oil companies to have the power which you say has come to them because we need the oil, it's a question of supply and demand. Yes. So if we approach this laissez-faire, as I think you would like us to, free of government intervention, right, free of all the force and the regulation and the controls which you abhor. Right. All right. Now we've got Mr. Gigantic Oil Baron saying $2.50 a barrel, a gallon. Now here's what happens. The blue-collar guy who's trying to make a living and feed his kids can't buy gas for his truck, can't possibly survive in the free marketplace, and suddenly he's on welfare, and he's got to go for a handout, another feature of government that you abhor. You can't have it both ways. But all this is economic fallacies. Das Ding goes Also, der unglaubliche Zerstörer hier von Ayn Rand ist: All these are economic fallacies. Also nochmal, um das zu illustrieren, ja, Phil Donahue macht jetzt hier das Beispiel, wenn wir einen Monopolisten haben, ja, der einfach, ein Ölmonopol hat, der kann dann die Preise nach oben machen und wenn es natürlich keine Regulierung gibt, ja, dann sagt der Kapitalist einfach, ja, gib mir $50 pro Barrel oder was auch immer pro Gallon. Ich habe das übrigens nachgeschaut, also ein Barrel Oil ist ein Fassöl und da sind 42 Gallon drin. Ja, also wenn man Gallon und Barrelpreis umrechnen möchte, dann muss man einfach durch 42 oder mal 42 machen, je nachdem. Und okay, also der Kapitalist würde ja dann einfach einen viel zu hohen Preis fordern und der arme Schlucker, ja, der nur seine Familie ernähren will, müsste sich dann zum Wohlfahrtsstaat drehen und sagen, ja, ich kann leider nicht meine Familie ernähren, bitte gib mir Wohlfahrt. Und also, jetzt sagt Phil Donahue, du kannst es nicht beide Wege haben, ja, du kannst nicht sagen, auf der einen Seite, wir wollen keinen regulierten Markt haben und wir wollen keinen Wohlfahrtsstaat haben, weil dann stirbt dieser arme Mann mitsamt seiner Familie einfach so dahin. Okay, das ist das Argument. Und Ayn Rand sagt jetzt, und sie wird da jetzt gleich noch illustrieren, ich wollte das nur kurz vorher noch mal zusammenfassen, das ist Unwahrheiten, ja, ökonomische Fallacies, das sind Trugschlüsse und warum das Trugschlüsse sind, erklärt sie jetzt. To begin with, nobody in a free society, now we're talking about a free market, in which the government doesn't interfere, nobody can become a monopolist. All monopolies are created by a special privilege for government.
It's only by an act of government that you can keep competitors out of your field. Therefore, you couldn't become that kind of monopoly. The power you hold as an industrialist is not the power to use force. It's the power of producing something of value. That people want. And it's the people who literally control you, because every purchase is a vote in the favor of some businessmen and in a way against others. It's the public who decides what they want to buy and what they pass out. If, using your examples, you became this powerful tycoon economically, but you cannot force anybody to deal with you, and you cannot force competitors out of your field, then every smaller man would be in that field because you would have established a price way above the market. You might last a month, if that. So, in other words, if I tried to be Mr. Big and charge outrageously high prices for gasoline, broke. I would go broke, in your view, because in your leave them alone and let competition handle it approach to civilization, somebody with a better mousetrap, pardon my mixed metaphor. No, that's a very good one. All right, would come along and undercut me. That's right. Sell at a cheaper price. Also, Ayn Rand erklärt uns jetzt hier, dass es im freien Markt keine Monopole geben wird. Und das liegt daran, dass alle Monopole letztendlich aus staatlichem Dekret hervorgehen. Dass der Staat sagt, nur ihr dürft das machen. Und ich werde das jetzt mal an dem Beispiel von McDonald's und Burgern erzählen, weil man das natürlich relatable hat, ne? Das kennen wir alle. Und ja, gut. Also, stellen wir uns mal vor, wir haben McDonald's. Ja, eine unglaublich große Fastfood-Kette. Und natürlich, das ist jetzt im Analog zu dem Ölproduzenten, aber ja, wir machen das jetzt mal mit Burgern, weil ja, ich persönlich habe jetzt mehr Burger gefuttert als mit Ölfässern getradet. Also ich, ja, kann jetzt zu McDonald's gehen oder nicht. Und das ist mal eine freie Entscheidung. Ich persönlich, ja, ich mag das jetzt nicht so. Ich finde, das ist negatives Essen. Ich fühle mich danach immer schlecht, wenn ich McDonald's gegessen habe. Deswegen mache ich das nicht so oft. Und das heißt, ich gebe jetzt mein Geld McDonald's nicht. Und McDonald's hat keine Chance, sich meines Geldes zu bemächtigen, weil McDonald's keine Gewalt einsetzen darf. Ja? Ein Kapitalist hat keine Macht über physischen Zwang, sondern sie haben nur die Macht zu produzieren. Und letztendlich, und das formuliert sie so schön, ist es der Konsument, der die Kapitalisten kontrolliert, weil der Konsument stimmt mit jedem Kauf für das eine und gegen alle anderen Produkte ab. Das heißt, wenn ich zu Burger King reingehe, dann stimme ich für Burger King, ja, ich gebe Burger King meine Kohle und ich stimme gegen Wendy's, McDonald's, KFC, was weiß ich, aber auch Subway, ja, auch alle anderen Restaurants, denen ich natürlich dann in dem Moment nicht mein Geld gebe. Okay, also ganz wichtig, ja, der Konsument entscheidet im Markt. Und wir haben so eine Demokratie des Marktes, ja, eine Dollar-Demokratie, wo jeder mit seinem Geld das wählen kann, was er tatsächlich will. Und also wir merken uns, all monopolies are created by a special privilege granted by government. Ja, dass der Staat jetzt sagt, nur noch McDonald's darf Burger flippen. Und übrigens, Burger King, wenn ihr das macht, wir kommen mit dem SWAT-Team vorbei, ja, und wir shutten euch down. Und jetzt sagt ihr, was? Das glaube ich nicht, ja. Guckt ihr doch mal an, was für staatliche Privilegien es gibt, ja. Zum Beispiel Rezepte schreiben. Ja, wenn du ein Arzt bist und du schreibst auf, ja, der braucht jetzt mal ein bisschen Morphium oder Methadon, das ist komplett okay. Ja, wenn ich das auf der Straße mache, bin ich ein Drogendealer. Also das ist der Unterschied. Ja, der eine ist kriminell, der andere darf. Das wird sogar noch geschützt. Und so entsteht halt ja ein staatliches Monopol oder in dem Fall jetzt ein Kartell, wo halt der Staat seine Macht benutzt, seinen Zwang benutzt, um andere Leute aus dem Markt zu halten. Ja, weil wenn jetzt keine Ahnung, McDonald's wäre jetzt der Marktführer, ja, und sagt, ja, wir verlangen jetzt für den Big Mac 15 €, dann sag ich, hey, da kann ich ja für 12,50 € viele Kunden von McDonald's abgraben und ich mache trotzdem noch eine mega Marge. Das heißt, überall würden auf einmal Wettbewerber für McDonald's aus dem Boden sprießen und McDonald's würde
wenn sie ihre Strategie nicht ändern, außer Business gehen, weil keiner mehr den Big Mac für 15 € kauft. Das heißt, keiner gibt mehr freiwillig sein Geld zu McDonald's. Und genauso wie das bei McDonald's ist das eben auch beim Ölproduzenten und bei allen anderen Gütern in der freien Marktwirtschaft, wo es eben keine staatliche Interferenz gibt. But isn't just my view. You know what I'll do? I'll buy him up the minute I see this bird. I'll buy him. I'll own him on Tuesday. And where will you get your money when you're not already allowed? Holding them up for $2.50 a gallon. But they're not paying you. You say they're all going out of business. They've got to get to work. We're married to a petroleum civilization. All right, this has been done, you know. It isn't incidentally just my view. That is history. There are people who have tried to corner the market repeatedly. And the result was that they went broke. Let me see if I understand you now. How do you see if this has got it? You're saying, in effect, that the oil companies have this power because we gave it to them. We gave it to them with our large cars that need a lot of gasoline. We gave it to them with our wasteful practices of energy. We have such a tremendous demand and need and reliance on oil that we, in effect, have given the people who produce the oil the power over us. No. Tell me where that's wrong. Because the oil producers are not the only people whom we patronize and not the only people who supply a need. Even if, which I say if, it never happens, but let's suppose one oil man cornered the market, he has competition from every other industry who produce other things which we need. Therefore, we cannot give all the power to one company, even if in a given field we patronize only that company. That company is competing with every other producer. And the moment you charge too much and somebody can give us the same product at a lower price, he'll put you out of business. Okay, also, und jetzt kommen wir also zu so einem Punkt, den ich auch in der Universität hatte, dass es halt, ja, selbst angenommen mal, wir hätten jetzt so einen Monopolisten, ja, also erstmal müssen wir uns natürlich in die Geschichte zurückversetzen und es gab Unternehmer, die versucht haben, ein frei marktwirtschaftliches Monopol zu errichten, ja, zum Beispiel Rockefeller, der wollte der Ölproduzent schlechthin sein und hat dann alle Ölraffinerien in USA aufgekauft, ja, weil du musst ja praktisch alle Raffinerien besitzen, um letztendlich da der alleinige Produzent zu sein davon. Und natürlich, der Markt bekommt dann Wind davon, der Rockefeller, der kauft deine Raffinerie auf, dann machst du einfach eine auf, ja, und kriegst dann kauft er dich da raus, auch wenn das vielleicht gar keine so profitable Raffinerie ist. Einfach nur, weil er ja 100% der Marktshare haben muss. Und das funktioniert einfach nicht, ja. Also Rockefeller musste sein Unterfangen dann auch irgendwann aufgeben, weil er gemerkt hat, es funktioniert einfach nicht. Für jede Raffinerie, die ich aufkaufe, ploppen 2 neue irgendwo anders hoch und ich kann die nicht alle aufkaufen. Deswegen ein natürliches Marktmonopol funktioniert nicht. Aber nehmen wir mal an, Rockefeller hätte es jetzt geschafft. Ja, Rockefeller wäre der Einzige, der Öl herstellt. Selbst dann hat er noch Konkurrenz von all den anderen Substitutgütern in der Marktwirtschaft. Ja, weil ich kann ja mein Haus auch mit Öl heizen. Ja, ich kann ja, gut, das gab es damals jetzt noch nicht, aber ich kann ja mein Auto auch mit Elektrizität betanken. Ja, also es gibt, oder ja, ich fahre mit dem Zug. Ja, ich fahre mit einer Dampflok oder ich fliege mit dem Flugzeug. Ja, oder ich fahre mit dem Fahrrad, ich nehme ein Pferd. Es gibt so viele Substitutgüter, um eine bestimmte Sache zu erfüllen, ja, oder? Hey, heutzutage, ich muss gar nicht mehr nach Chicago reiten, um mich da mit den anderen Leuten aus meinem Unternehmen zu treffen, sondern ich nutze Skype, ja? Also, ich muss nicht mal mehr aus meinem Haus rausgehen. Und so ist es halt mit allen Gütern in der Wirtschaft, ja? Wenn du ein alkoholisches Getränk hast, ja, ich habe ein Monopol auf Wein. Funktioniert gar nicht, ja, weil es gibt auch noch Whisky und Rum und Tequila und Absinth und hast du nicht gesehen. Also, und selbst ich habe ein Monopol auf Alkohol. Ja, es gibt auch noch Koffein und was weiß ich, Cannabis und sonstige Sachen. Also, das funktioniert einfach nicht.
Das merken wir uns. Und deswegen sind das ökonomische Fallacies, ökonomische Trugschlüsse, die eben postuliert werden, ja. Und wie gesagt, ich habe das selber in der Universität gehört. Hat der Professor gesagt, ja, wir brauchen den Staat, damit sich keine Monopole bilden. Das hat er mit einem Straight Face gesagt und das war kein dummer Mensch, ja. Also das sind einfach Sachen, die sehr tief drin sind. Und um diese Sachen zu begreifen, muss man eigentlich diesen prinzipiellen Unterschied zwischen Staat, aka politisches Mittel, aka Zwang, Aggression, und dem Markt, freiwilliger Austausch von Gütern, aka das ökonomische Mittel, verstehen. Ja, und das ist eben ein qualitativer Unterschied. Okay, also wir merken uns, die Position von Ayn Rand, was die Marktwirtschaft angeht, ist laissez-faire Kapitalismus. Wir werden da gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber nur, ja, ihr könnt das jetzt schon so ein bisschen selber nachvollziehen. Ich bin damals über die christliche Schiene auf Ayn Rand gekommen, war dann aber auch gleich schon so drin mit in diesem laissez-faire Libertarismus, Kapitalismus-Boot. Ja, das geht praktisch einher. Oder Phil Donahue, ich fand den dann ganz cool, hab mir da auch noch die anderen Interviews angeschaut und dann war da Milton Friedman, der ja auch eher ein Freimarktwirtschaftlicher ist. Ja, wobei ich würde heutzutage sagen, das ist ein straight-up Socialist, aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Gut. Das war also der zweite Clip, wo sich mit Ökonomie befasst hat und der freien Marktwirtschaft. Jetzt habe ich euch noch einen dritten Clip aus einem ganz alten Interview. Das war eines der ersten Interviews, die sie gegeben hat. Und da redet sie jetzt über Objektivismus, die Philosophie, auch gerade im Kontrast zu Altruismus. Und was das alles jetzt genau ist, werden wir im folgenden Clip erfahren. Can I ask you to capsulize your philosophy? What is Randism? First of all, I do not call it Randism, and I don't like that name. I call it objectivism. All right. Meaning a philosophy based on objective reality. Now let me explain it as briefly as I can. First, my philosophy is based on the concept that reality exists as an objective absolute. That man's mind, reason, is his means of perceiving it. And that man needs a rational morality. I am primarily the creator of a new code of morality which has so far been believed impossible, namely a morality not based on faith. On faith? Not on faith, not on arbitrary whim, not on emotion, not on arbitrary edict, mystical or social, but on reason, a morality which can be proved by means of logic, which can be demonstrated to be true and necessary. All right, all right. Also, und jetzt kommen wir zu diesem Objektivismus-Thema zurück, was ich ja auch vorhin schon angesprochen habe. Was ist Objektivismus? Eigentlich bekommt diese Philosophie ihren Namen daher, dass sie auf einer objektiven Realität aufbaut. Das heißt, eine Realität, die unabhängig vom Betrachtenden ist. Ja, wenn ich jetzt hier vor meinem Tisch sitze, vor dem Laptop mit dem Mikrofon, dann habe ich den Tisch tatsächlich vor mir. Ja, der Tisch ist hier, ob ich hier sitze und ihn sehe und fühle oder nicht. Ja, und der Tisch ist da, ob es überhaupt Menschen gibt oder nicht, ja. Das ist so diese Frage, wenn ein Baum im Wald umfällt und keiner hört's, hat der dann trotzdem ein Geräusch gemacht? Die objektive Realität sagt, natürlich hat der ein Geräusch gemacht. Das ist völlig unabhängig, ob es ein Bewusstsein gibt, was das wahrgenommen hat oder nicht, ja. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt ganz ins Extrem gehen würde, dann wäre, es gibt nur mich, ja, ich bin, was weiß ich, in einer Simulation gefangen oder ein Dämon kontrolliert mich und gaukelt mir diese ganze Realität nur vor. Und sie existiert gar nicht außerhalb meiner Wahrnehmung, ja, das wäre das andere Extrem. Und das ist einfach mal so die Basis von Objektivismus. Und jetzt, liebe Leute, ja, 1 Stunde im Podcast. Jetzt wird's mal ein bisschen interaktiv, damit wir auch wieder ein bisschen Blut ins Gehirn bekommen. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Und zwar brauchen wir dafür unsere beiden Hände.
Ja, die rechte und die linke Hand. Und wir werden jetzt diese Hände, und bitte macht das mit mir mit, unterschiedlich benutzen, um eben die Philosophie von Ayn Rand wirklich zu begreifen. Ja, und das hat mir wirklich tatsächlich geholfen, Philosophie als solches zu begreifen, aber auch eben ganz speziell den Objektivismus. Okay, also wir strecken die rechte Hand vor uns aus, ja, machen so, wie als ob wir einen Apfel halten würden. Und in dieser rechten Hand ist praktisch Metaphysik. Ja, das ist ein Feld der Philosophie, ein ganz fundamentales Feld der Philosophie. Und natürlich das Wort Metaphysik ist schon mal abschreckend, ne, für alle Leute wie mich, die in Physik nur eine 4 hatten. Das schreckt natürlich schon mal ab. Ist jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Ich erkläre euch, was Metaphysik ist. Metaphysik ist die Frage, was ist eigentlich? Ja, zum Beispiel jetzt eben, ist die Realität objektiv oder ist das alles nur subjektive Wahrnehmung? Und zum Beispiel die Postmodernen würden jetzt sagen, ja, die Realität ist halt ein soziales Konstrukt. Ja, und dadurch natürlich auch irgendwo subjektiv. Und Ayn Rand würde sagen, und wir halten nach wie vor diese rechte Hand vor uns, Metaphysik ist objektiv. Das heißt, es gibt eine objektive Realität, unabhängig von uns allen. Und das ist praktisch einer der Pfeiler, auf der wir jetzt unsere Philosophie aufbauen. Ja? Und übrigens, zum Beispiel bei Rothbard, ja, würde ich auch sagen, der geht auch von einer objektiven Metaphysik aus. Einfach nur so die Sachen, die existieren, ja. Das ist jetzt nicht sowas wie Werte, ja, das ist natürlich subjektiv, aber zum Beispiel der Tisch vor mir, ja. Wenn ich da jetzt meinen Kopf dagegen schlage, dann tut das weh. Nicht nur, weil ich den Tisch wahrnehme, sondern weil der tatsächlich da ist, ja. Also, das ist ganz wichtig. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Philosophie beschäftigt, dann fragt immer so die Frage, wie ist denn die Metaphysik? Ja, was nimmst du denn an? Nimmst du an, dass die Realität objektiv ist oder subjektiv oder vielleicht irgendwas dazwischen? Gut, also rechte Hand, Metaphysik, objektiv. In der linken Hand halten wir jetzt auch einen Apfel und dieser Apfel heißt Epistemologie. Wieder ein ganz schweres Wort, aber bitte lasst den Apfel nicht fallen. Ich erkläre es euch gleich, was das ist. Und zwar ist Epistemologie ist die Frage in der Philosophie, wie kann ich etwas wissen? Ja? Also auf der einen Seite haben wir, was ist? Und auf der anderen Seite haben wir, wie kann ich wissen, was ist? Ja, das sind natürlich zwei Sachen, die natürlich eng miteinander verbunden sind, aber trotzdem unterschiedliche Fragen. Und Ayn Rand beantwortet die Epistemologie-Frage mit, ihr ratet es schon, dem Verstand. Ja? Wie begreift der Mensch die Wirklichkeit, indem er mit dem Verstand darüber reflektiert? Das heißt, auf der einen Seite bekommt er Informationen durch seine Sinnesorgane, durch den Sehnerv, er hört was, er fühlt was. Auf der anderen Seite hat er seinen Verstand, um diese Sinnesorgane oder die Information der Sinnesorgane einzuordnen und zu bewerten. Weil es gibt ja jetzt zum Beispiel, optische Täuschungen. Ja, du denkst, die beiden Linien werden unterschiedlich lang, dabei sind sie gleich lang, ja? Du bist ein schlechter Wahrnehmer und du kannst deswegen dir nicht sicher sein, dass du die Realität, so wie sie ist, tatsächlich wahrnimmst. Ja, nicht so schnell, würde jetzt Ayn Rand sagen, weil ich sage ja nicht, dass wir die Realität objektiv wahrnehmen. Ich sage nur, dass wir ein Mittel haben, ein Werkzeug, um diese Realität zu begreifen. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel, ich habe einen Input aus dem Sehnerv, die sehen aber unterschiedlich aus. Ich habe aber auch einen anderen Input von, hey, ich habe hier ein Lineal oder ein Geodreieck, ich messe die beiden Linien und kann mich dann der tatsächlichen Wirklichkeit überzeugen. Ja, und so ist es eben, manche Sinne können vielleicht getäuscht werden, ja, hat da jemand meinen Namen gerufen oder nicht? Und wir haben tatsächlich den Verstand, der das überprüfen kann. Das heißt, der Verstand ist letztendlich unsere Mittel, die objektive Realität zu ermitteln. Und damit haben wir jetzt in der rechten Hand den Apfel und alle Metaphysik. Und die ist objektiv. Und in der linken Hand haben wir den Apfel Epistemologie und wie wissen wir Sachen durch unseren Verstand. Also, objektive Realität und Verstand. Das sind die
Grundpfeiler, von denen wir die objektivistische Philosophie aus aufbauen. Und jetzt geht das Ganze noch weiter und ich werde das jetzt einfach hier kurz fertig machen, dass wir, sie wird da gleich noch drüber sprechen in dem weiteren Clip, aber wir lernen das jetzt schon. Also, wir haben die rechte und die linke Hand, die was ist und wie können wir wissen, und jetzt führen wir diese beiden Hände zusammen, ja. Sie sind gehen von oben ein bisschen nach unten, ja, also, ja, das leitet sich sozusagen daraus ab und wir machen unsere Hände so, als ob wir beten würden. Aus diesen beiden Sachen, ja, aus der Epistemologie und der Metaphysik folgt jetzt logisch die Ethik, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig. Die Ethik, ja. Jetzt wissen wir, die Realität ist objektiv und wir wissen, wie können wir sie wahrnehmen durch unseren Verstand. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir leben? Ja, das ist die Frage der Ethik. Und Ayn Rand beantwortet diese Frage, wie sollen wir leben, mit Egoismus, ja? Und deswegen heißt das Buch, was wir jetzt im Anschluss auch lesen werden, die Tugend des Egoismus, weil es beantwortet letztendlich die Frage, was ist das richtige Verhalten des Menschen auf Erden? Und die Antwort von Ayn Rand ist eben interessengeleitetes, egoistisches Verhalten. Okay? Ganz wichtig. Also, linke, rechte Hand, Metaphysik, Epistemologie leiten sich ab, betende Hände zur Ethik, ja, und man kann das ja auch aufzeichnen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht alle von euch einen Zeichenblock gerade vor sich haben, deswegen machen wir das jetzt mit den Händen, leiten sich ab zur Ethik, ja, aus der objektiven Realität und dem Verstand leitet sich der Egoismus ab. So, jetzt sind wir noch nicht ganz am Ende, weil jetzt spaltet sich die Ethik wieder in zwei Unterkategorien auf, ja, und die eine Unterkategorie, das heißt, unsere Hände gehen jetzt wieder auseinander und wir haben jetzt, was weiß ich, zwei schwere Kugeln, zwei Bowlingkugeln sozusagen in den Händen. Ja, das leitet sich jetzt aus der Ethik ab. Einmal die Frage ist, wie sollen Menschen untereinander interagieren? Das ist das Feld der Politik. Ja, also Politik ist eigentlich nur die Frage, wie interagieren Menschen untereinander miteinander? Und das andere Feld, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mitgehen würde mit Ayn Rand. Und das andere Feld wäre die Ästhetik. Ja? Wie soll Kunst sein? Und das finde ich schon so ein bisschen, ich finde, das braucht man nicht. Ja, man muss nicht sagen, Kunst muss romantisch sein, was Ayn Rand sagen würde. Also ihre Position wäre jetzt, aus einer egoistischen Ethik leitet sich eine romantische Ästhetik ab, dass wir die Ideale des Egoismus und der objektiven Realität und des Verstandes in der Kunst widerspiegeln. Und da würde sie jetzt vielleicht sowas wie Michelangelo anführen, ja, irgendwie so tolle Kunstwerke, die tatsächlich unglaublichen Skill erfordern und Fachkenntnis und eben zeigen, wie krass der Mensch eigentlich ist. Okay, und was sie ganz schlimm findet, Ayn Rand, ist so abstrakte Kunst, ja. Andy Warhol, ich stelle da einfach eine Toilette hin, das fände sie ganz abscheulich, weil das überhaupt gar keinen Skill erfordert. Okay, und was für Ideale stellt das denn da, eine Toilette, ja, also das Wort Scheiße kommt in den Kopf. Okay, also das war die Ästhetik, klammern wir erstmal aus, ich finde das jetzt nicht ganz so wichtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Politik und das ist natürlich super wichtig, ja. Also gerade für mich als Anarchokapitalisten und als philosophische oder als politische Philosophie habe ich den Anarchokapitalismus. Ayn Rand würde diese Frage der Politik mit Laissez-faire-Kapitalismus beantworten. Ja, und das ist ganz interessant, dass sie Laissez-faire-Kapitalismus hier sagt, also eine vollständig unregulierte Marktwirtschaft. Ja, aber sie geht eben nicht so weit, dass sie sagt, ja, das ist eine anarchokapitalistische Gesellschaft, sondern sie sagt, nein, es gibt einen Staat, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, aber der hat nur eine Funktion, und zwar die Rechte der Menschen, der Marktteilnehmer zu schützen, untereinander und vor Androhungen von außerhalb. Das heißt, ich finde es nicht ganz konsistent, ja, weil ich würde sagen, ja, sowas wie Recht und Sicherheit, das sind auch Dienstleistungen auf dem Markt. Warum sollte das nicht auch laissez-faire sein? Warum sollte man da anderen Leuten vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben? Wobei, man muss da auch zu Ayn Rands Verteidigung sagen,
in ihrem Weltbild würden Steuern freiwillig gezahlt werden. Und dann würde ich fragen, ja, und können sich auch konkurrierende Unternehmen bilden? Und wenn ja, dann ist es eigentlich kein Nachtwächterstaat mehr, sondern dann ist es schon eine private Rechtsordnung und so weiter. Also gut, aber das kommt jetzt vom Thema ab. Wir merken uns einfach nochmal, ja, wir nehmen nochmal unsere Hände nach oben. Wir haben die Metaphysik, die ist objektiv. Wir haben die Epistemologie. Wie wissen wir Sachen? Na, durch unseren Verstand. Daraus leiten wir die Ethik ab. Und das Ideal der Ethik ist der Egoismus. Was das genau heißt, werden wir natürlich jetzt im Buch erfahren. Und aus dem Egoismus leitet sich die Laissez-faire-Kapitalismuspolitik ab. Ja? Das heißt, wir können anderen Leuten eben nicht vorschreiben, bei welchem Laden sie einkaufen sollen. Und vorschreiben meine ich nicht nur, dass man sagt, hey, geh doch mal zu Meckes, sondern dass ich mit der Waffe halt zu dir hinkomme und sag, so, mach mal die Kröten locker. Das wäre dann eher das Vorschreiben, was ich meine. Also wir können anderen Leuten keine Gewalt antun, keine Aggression antun. Und für die Leute, die Anatomie des Staates gehört haben und die Ethik der Freiheit, da klingelt ja der ganze Glockenturm, weil das ist ja auch eines der ultimativen Prinzipien bei Rothbard, dass wir andere Leute keine Aggression antun können. Ja, das Nicht-Aggressionsprinzip, das Null-Aggressionsprinzip in der libertären Welt ist natürlich ganz, ganz, ganz zentral und so die andere Seite der Medaille von Eigentumsrechten. Gut. Also, das ist interessant und wenn ich jetzt gerade so an Eigentumsrechte denke, dann frage ich mich, wie würde Rothbard das beantworten? Und ich glaube, er würde er würde Metaphysik und Epistemologie eigentlich gleich haben, nur bei der Ethik würde er wahrscheinlich eher Eigentumsrechte sagen, ja, Property Rights, weil, das ist so die, das hatten wir in der Ethik der Freiheit gelernt. Eine Sache ist ganz fundamental und das sind die Eigentumsrechte. Und daraus leitet sich ab, wie der Mensch untereinander interagiert, ja, wie Robinson mit Freitag interagiert und so weiter und so fort. Gut. Damit hätten wir jetzt einmal den Objektivismus durchstiegen. Und wir wissen jetzt ungefähr, was Ayn Rand über welche Sachen denkt. Gut. Jetzt werden wir zurückgehen zu diesem Interviewausschnitt und weiterhören, was sie so selber sagt, beziehungsweise sie wird das gleich noch erklären und ich hoffe, durch meine Einleitung jetzt könnt ihr das schon besser verstehen, wenn sie das gleich in ihren eigenen Worten wiedergibt. Now, may I define what my morality is? All right. Because this is merely an introduction. My morality is based on man's life as a standard of value. And since man's mind is his basic means of survival, I hold that if man wants to live on earth and to live as a human being, he has to hold reason as an absolute, by which I mean that he has to hold reason as his only guide to action, and that he must live by the independent judgment of his own mind, that his highest moral purpose is the achievement of his own happiness, and that he must not force other people, nor accept their right to force him, that each man must live as an end in himself and follow his own rational self-interest. Also, und das heißt jetzt eben nicht Egoismus, ja, ich nehme mir alles, was ich will und ich spuck noch auf die anderen Leute, während ich über ihre Leiche gehe, sondern das heißt eher, ich bin ein Ende in sich selbst. Ja, das heißt, meine Glückseligkeit ist erstmal mein primäres Ziel im Leben und ich mache das nicht, um andere Leute glücklich zu machen oder um noch ein anderes Ziel zu erreichen, sondern für das Ziel selbst, ja, für die Glückseligkeit selbst. Das ist ein Ende in sich selbst. Normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, ich möchte 100 Euro haben, dann möchte ich ja nicht die 100 Euro haben, damit ich mit dem, ja, dass ich einfach sagen kann, ich habe 100 Euro, sondern ich möchte mit diesen 100 Euro was kaufen, ja, oder was heißt ich, mir Wind zufächeln, ein Lagerfeuer anzünden, was man halt mit so einem Schein macht normalerweise. Okay, also, genau, und der Mensch eben, jeder Mensch, jedes Individuum in sich selbst ist ein Ende für sich selbst und die Aufgabe jedes Individuums ist, selber für die Glückseligkeit zu sorgen. Und das wird jetzt eben ganz stark im Kontrast zu der konventionellen Philosophie des Lebens gestellt, die da der Altruismus ist. May I interrupt now? You may. Because you put this philosophy to work in your novel Atlas Shrugged.
That's right. You demonstrate it in human terms in your novel Atlas Shrugged. And let me start by quoting from a review of this novel Atlas Shrugged that appeared in Newsweek. It said that you are out to destroy almost every edifice in the contemporary American way of life, our Judeo-Christian religion, our modified government-regulated capitalism, our rule by the majority will. Other reviews have said that you scorn churches and the concept of God. Are these accurate criticisms? Yes. Oh, damn! Und dafür muss man Ayn Rand einfach lieben. Ja, so, er liest so eine Kritik vor von Atlas Shrugged und sagt so, ja, Ayn Rand möchte praktisch alle Grundlagen des amerikanischen Lebens zerstören, ja, dieser christliche Glaube, die soziale Marktwirtschaft und so weiter. Und dann fragt er Ayn Rand einfach so, stimmt diese Kritik? Und Ayn Rand sagt einfach ganz trocken, ja. Okay, aber sie fügt noch was hinzu, und zwar Folgendes. I agree with the facts, but not the estimate of this criticism. Namely, if I am challenging the base of all these institutions, I'm challenging the moral code of altruism, the precept that man's moral duty is to live for others, that man must sacrifice himself to others, which is the present-day morality. What do you mean by sacrifice himself for others? We're getting to the point. One moment. Since I'm challenging the base, I necessarily would challenge the institutions you named, which are a result of that morality. All right. Also, dadurch, dass sie das Fundament angreift, auf dem bestimmte Institutionen, wie jetzt zum Beispiel der Wohlfahrtsstaat und was weiß ich, gefußt sind, deswegen greift sie natürlich auch den Wohlfahrtsstaat an, ja, und wenn es da keine Grundlage gibt, dann kann der da sein Häuschen nicht drauf bauen. Und dann sagt sie eben, diese Institutionen kommen alle aus der gleichen Philosophie heraus, und zwar die Philosophie des Altruismus, dass ich mein Leben den Leben anderer Leute unterordnen muss, dass ich mich selber aufopfern muss, um meine Existenz zu rechtfertigen. Und das heißt also, ich bin kein Ende in mich selber, sondern ich bin ein Mittel zum Zweck, ja? Und das ist eben ein starker Kontrast hier. Und jetzt wird sie da weiter gefragt, was meinst du denn genau mit Selbstaufopferung? Weil es ist ja normalerweise nicht so, dass ich, mich mit Benzin übergieße und sage, so Leute, ich opfer mich für euch selber und mit dem Zippo, bumm, ja? Also so ist es ja normalerweise nicht. Deswegen, jetzt kommt die Frage vom Host, ja, was meinst du denn damit genau? Und ich denke, sie erklärt das relativ gut. And now what is self-sacrifice? Yes, what is self-sacrifice? You say that you do not like the altruism by which we live. You like a certain kind of Ayn Randist selfishness. I would say that I don't like is too weak a word. I consider it evil. And self-sacrifice is the precept that man needs to serve others in order to justify his existence, that his moral duty is to serve others. That is what most people believe today. Well, yes, we're taught to feel concerned for our fellow man, to feel responsible for his welfare, to feel that we are, as religious people might put it, children under God and responsible one for the other. Now, why do you rebel? What's wrong with this philosophy? But that is what in fact makes man a sacrificial animal, that man must work for others, concern himself with others, or be responsible for them. That is the role of a sacrificial object. I say that man is entitled to his own happiness and that he must achieve it himself, but that he cannot demand that others give up their lives to make him happy. And nor should he wish to sacrifice himself for the happiness of others. I hold that man should have self-esteem. Also auf der einen Seite sagt Ayn Rand, wir haben den Egoismus, wo das Ziel praktisch ist, selber zur Glückseligkeit zu gelangen. Und das ist praktisch die Tugend, ja, die Tugend des Egoismus, das Ideal, zu dem man hinstrebt. Und auf der anderen Seite bekommt man eben zum Beispiel aus dem Christentum und aus dem,
don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Aus diesen ganzen kollektivistischen Strömen bekommt man immer mitgeteilt, ja, dein höchstes Ziel ist eigentlich, dich für andere aufzuopfern, dass du, deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Ziele unterordnest und fragst, ja, was kann ich denn für mein Land machen? Ich soll mit 18 nach Vietnam gehen. Ja, sign me up, Jimmy. So nach dem Motto. Das sind eben die starken Kontraste. Ja, wir haben Egoismus, wo ich sage, mir egal, wenn ihr im Vietnam seid, ich hab da keinen Bock drauf, durch den Dschungel zu warten und mich umbringen zu lassen oder traumatisieren zu lassen, ja, gibt's ja auch viele. Und auf der anderen Seite so, ja, scheiß mal drauf, was du fühlst, was du willst, was du denkst, was du richtig findest. Wir sind das Kollektiv. Wir sind die Nation, der Staat, die Kirche, was auch immer, und ordne dich uns unter. Und in so einer Philosophie, ja, in einer Philosophie des Altruismus ist der einzelne Mensch ist praktisch nur so ein Bauern. Wie beim Schach, den man opfern kann, ja, da, was weiß ich, komme ich in eine bessere Position vielleicht dadurch oder vielleicht guckt der mich einfach nur dumm an und deswegen opfere ich ihn. Also da ist das menschliche Leben gar nichts wert und auf die persönliche Glückseligkeit ist schon gleich mal geschissen. Okay, also, und jetzt sagt sie halt, das ist unmoralisch, ja. Es ist nicht nur so, dass Altruismus eine fehlgeleitete Philosophie ist, die vielleicht ganz nett klingt und vielleicht auch für manche Leute funktioniert, sondern sie sagt, das ist böse. Das ist gegen die menschliche Natur, ja. Wenn man sowas zur Maxime führt, dann, also ich habe mir das immer so vorgestellt, stell dir mal vor, wir hätten, wir würden in so einer Gruppe stehen, ja, keine Ahnung, so im Kreis, wie wenn man faules Ei spielt oder so. Und wir haben jetzt da praktisch einen Ball, ja, so einen Basketball. Und den kann man sich so zuwerfen, ja, so passen. Und der Ball repräsentiert jetzt Glückseligkeit. Okay? Das heißt, im Altruismus würden wir jetzt da so faules Ei-mäßig ein Spiel spielen. Jeder muss den Ball an andere Leute passen. Und wenn man den Ball, also die Glückseligkeit, selber behält, dann ist man das Arschloch. Ja? Was? Du machst nicht genug. Ja, du bist selber noch zu glücklich. Du könntest ja noch viel mehr tun. So nach dem Motto. Deswegen, sobald du den Ball bekommst in dem Spiel, versuchst ihn eigentlich so schnell wie möglich an jemand anderen abzugeben. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir jetzt zum Beispiel den Egoismus. Da wäre es so, hey Leute, lasst uns doch mal danach gucken, dass wir alle einen Ball haben, ja, dass wir die Bälle nicht mehr so schnell abpassen müssen, wie wir können und so weiter und so fort. Und eine ganz wichtige Essenz aus diesem Egoismus ist jetzt eben, dass es nicht so ist, so, ja, ich erwarte von anderen Leuten, dass sie mich glücklich machen, sondern dass das alles aus einem selber herauskommt. Und ich möchte an dieser Stelle ein Zitat von Ayn Rand vorlesen. Ich will nicht spoilern, deswegen verrate ich jetzt nicht, woher es ist. Für die Leute, die es kennen, ihr könnt still schmunzeln und euch auf die Schulter klopfen. Und zwar schreibt dieses Zitat hier: I swear by my life and my love of it that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine. Ja, das beschreibt es eigentlich schon perfekt, ja. Auf der einen Seite werde ich in Teufel tun, dass ich für andere Leute lebe, aber auf der anderen Seite, ja, die Kehrseite der Medaille heißt dann auch, dass ich nicht von anderen erwarte, dass sie für meine Glückseligkeit leben. Das ist die Quintessenz von Egoismus für Ayn Rand, ja? Dass man aus sich selber heraus Mensch ist und nichts von anderen Leuten erwartet, sich aber auch nicht von anderen Leuten unterdrücken lässt, die sagen, ja, aber Bill Gates, du hast doch so viel Kohle, du musst mich glücklich machen, ja, kauf mir einen neuen Lehnstuhl oder so. Das ist nach Ayn Rand absolut nicht gerechtfertigt. Und ich meine, wenn wir diesen Satz mal psychologisch betrachten, ja, ich schwöre bei meinem Leben und meiner Liebe für mein Leben, dass ich niemals für einen anderen Menschen lebe oder einen anderen Menschen frage, für mich zu leben, das ist natürlich eine Machermentalität, ja. Ich erwarte nicht, dass mir was geschenkt wird und auf der anderen Seite akzeptiere ich auch nicht, dass ich anderen Leuten was schenken muss oder mich ausbeuten lassen muss. Das ist eine Philosophie von, ich vertraue auf meine Fähigkeiten, ich weiß, was ich kann und ich arbeite aus eigener Motivation daraus, es zu verwirklichen.
Und natürlich, jeden Erfolg, den man durch so eine Philosophie erreichen wird, ist unendlich viel höher als ein Erfolg von, ja, also vergleich mal mit, hey, ich bin Millionär geworden, weil ich im Lotto gewonnen habe, und hey, ich bin Millionär geworden, weil ich meiner Leidenschaft nachgegangen bin, selber ein Unternehmen aufgebaut habe und mir das erwirtschaftet habe, ja. Also, das eine ist so, ja, du hast geschenkt bekommen, gut, du hast Lotto gespielt, du hast es irgendwo auch verdient, ja, oder vielleicht ein anderes Beispiel wäre, du findest 100 Euro oder 1 Million Euro auf der Straße, ja, das wäre dann total unverdient. Oder noch schlimmer, du nimmst es jemand anderem weg, ja, brichst in eine Bank ein, raubst sie aus, bist dann auch Millionär. Aber auf der einen Seite, da hast du es dir einfach nicht verdient, und auf der anderen Seite hast du es dir verdient. Und Geld alleine macht nicht glücklich. Ja, das haben wir ja auch in der Geldfolge schon so angesprochen. Und Geld als solches ist ja nur ein Nebenprodukt von eben produktiver Arbeit. Deswegen ganz wichtig hier dieser Satz, und für die Leute, die wissen, woher er ist, ihr seid ganz toll. Gut, damit kommen wir jetzt zum Abschluss von diesem dritten Clip, und zwar: And cannot man have self-esteem if he loves his fellow man? What's wrong with loving your fellow man? Christ, every important moral leader in man's history, has taught us that we should love one another. Why then is this kind of love in your mind immoral? It is immoral if it is a love placed above oneself. It is more than immoral, it's impossible. Because when you are asked to love everybody indiscriminately, that is, to love people without any standard, to love them regardless of the fact of whether they have any value or virtue, you are asked to love nobody. But in a sense, in your book, you talk about love as if it were a business deal of some kind. Isn't the essence of love that it is above self-interest? Well, let me make it concrete for you. What would it mean to have love above self-interest? It would mean, for instance, that a husband would tell his wife, if he were moral, according to the conventional morality, that I am marrying you just for your own sake. I have no personal interest in it, but I am so unselfish that I am marrying you only for your own good. Well, should husbands and wives tally up? Would any woman like that? Should husbands and wives tally up at the end of the day and say, well, now wait a minute, I love her if she's done enough for me today, or she loves me if I have properly performed my functions? No, you misunderstood me. That is not how love should be treated. I agree with you that it should be treated like a business deal, but every business has to have its own terms and its own kind of currency. And in love, the currency is virtue. You love people not for what you do for them or what they do for you. You love them for the values, the virtues which they have achieved in their own character. You don't love causelessly. You don't love everybody indiscriminately. You love only those who deserve it. And then if a man is weak or a woman is weak, then he is beyond love? He certainly does not deserve it. He certainly is beyond. He can always correct it. Man has free will. If a man wants love, he should correct his weaknesses or his flaws, and he may deserve it. But he cannot expect the unearned, neither in love nor in money, neither in matter nor spirit. You have lived in our world, and you recognize the fallibility of human beings. There are very few of us, then, in this world, by your standards, who are worthy of love. Unfortunately, yes, very few. But it is open to everybody to make themselves worthy of it, and that is all that my morality offers them. If they will a way to make themselves worthy of love, although that's not the primary motive. Okay, harte Schüsse auf jeden Fall. Was sagt sie hier? Auf der einen Seite, dass sowas wie unconditional love, ja, unkonditionelle Liebe, bedingungslose Liebe. Was heißt das denn eigentlich? Das heißt ja eigentlich, dass man ohne Bedingungen liebt, dass man alle Leute gleich liebt. Und natürlich, wir denken da sofort an Jesus Christus, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, also bedingungslose Liebe, ja, ob das jetzt dein eigener Sohn ist oder, was weiß ich, ein Mensch vom anderen Ende der Welt, du sollst diese Leute wie dich selbst lieben. Und Ayn Rand sagt jetzt hier, das funktioniert gar nicht, das ist unmöglich, weil alle zu lieben heißt, keinen zu lieben. Und
sie sagt jetzt eben, es ist, ja, eine Liebe in einer Beziehung ist auf jeden Fall konditionell. Und jetzt sagt der Interviewer dann so, was? Ja, aber du setzt dich doch nicht am Ende des Tages mit deiner Frau hin und sagst, ja, was hast du für mich gemacht, was habe ich für dich gemacht? Und dann unterm Strich, liebe ich dich noch oder nicht? Ja, hast du genug für mich gemacht oder so? Und Ayn Rand sagt, und ich finde das relativ klug, doch, es ist so, nur gibt es in Beziehungen eine andere Währung, ja, eine andere Zahlungseinheit. Und die Zahlungseinheit oder die Währung ist Tugend. Ja, die Werte, die eine andere Person hält. Und ja, danach, ja, man liebt eine andere Person basierend auf den Tugenden, die diese Person oder die Werte, die diese Person verwirklicht. Und dann sagt der Interviewer so, oh ja, aber glaubst du dann, dass es viele Leute gibt oder heißt es dann, dass es relativ wenig Leute gibt, die eigentlich Liebe verdienen auf der Welt? Und sie sagt, leider ja. Aber das ist ja nicht so, dass die für immer praktisch, ja, ich bin jetzt Mitte 30 und ich verdiene keine Liebe. Das heißt, bis zu meinem Lebensende mit 90 Jahren werde ich keine Liebe verdienen, sondern der Mensch hat einen freien Willen, ja, kann seinen Charakter, seine Handlungen formen, wie er das selber möchte. Und man kann sich natürlich jederzeit selber aufschwingen und sagen, ja, ich stehe auf meinen eigenen Überzeugungen. Ich bin mein eigener Mensch. Ich sorge für meine eigene Glückseligkeit. Und dann, ja, verdient man durchaus Liebe, ja, also, ne, das ist ganz wichtig hier, dass es nichts Deterministisches ist. Auf der einen Seite mag das hart klingen, ja, weil wir aus Disney-Filmen gelernt haben, ja, wir sollen auch alle Leute respektieren und jedes Leben ist wertvoll und so weiter. Und natürlich von der Aggressionsseite bin ich ja da voll dabei. Ja, ich sage ja jetzt nicht, dass man andere Leute, die man nicht liebt, erschießen darf oder ausrauben darf oder sonst was, oder das meine ich mit generellem Respekt. Aber es heißt auch nicht, ja, dass ich jetzt da mein Brot brechen muss, wenn ich eigentlich selber mega Kohldampf hab. Und ja, das wird diese Feel-Good-Mentalität, die normalerweise bei unkonditioneller Liebe, bei bedingungsloser Liebe mitschwingt, ist beim Egoismus auf den ersten Blick nicht so da. Aber auf den zweiten Blick realisieren wir dann, dass diese bedingungslose Liebe eigentlich was extrem Kaltes ist, weil wir keine Person wirklich lieben können. Weil, ja, alle Menschen sind gleich und so weiter. Das ist wieder dieser egalitäre Gedanke. Und beim Egoismus auf den zweiten Blick erkennen wir, das ist ja gar nicht so, dass ich sagen kann, dass ich nur auf mich selber fokussiert bin und so die ganze Zeit mein eigenes Ding mache und mich andere Personen gar nicht interessieren, sondern es kann durchaus sein, dass eine andere Person, weil sie die richtigen Tugenden hat für mich oder die gleichen Werte wie ich hält, dass diese Person zu meinen Geliebten wird und dann durchaus, ja, von mir in bestimmte Handlungen eingeschlossen wird, weil ich zum Beispiel ja mit dieser Person Zeit verbringen möchte und so. Also, ich denke, das macht es eigentlich, illustriert das schon ganz schön. Wir werden das natürlich auch noch im Buch weiter erkunden. Da werden wir den Altruismus von vorne bis hinten zerlegen. Aber ihr bekommt so die grobe Geste mit, ja. Das eine ist, ich lebe für mich selber. Ich erwarte nicht von anderen, dass sie mich glücklich machen. Ich lasse mich aber auch nicht ausbeuten. Und das andere ist, ich habe meine Existenz nur dann gerechtfertigt, wenn ich mein Leben für andere in irgendeiner Weise aufgebe. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ein Beispiel, mit dem man das ganz gut klar machen kann, was Egoismus im Sinne von Ayn Rand bedeutet und was es nicht bedeutet ist. Stellen wir uns vor, meine Frau ist sterbenskrank, hat eine ganz schlimme Krankheit und wird wahrscheinlich bald sterben. Jetzt habe ich nicht so viel Geld. Ja, ich kann das Medikament kaufen, um sie endgültig zu heilen. Ich kann aber das nur einmal machen. Ja? Und jetzt passiert es halt so, dass des Nachbarn Frau auch die gleiche Krankheit hat und auch genau das gleiche Medikament hat. Der Nachbar hat jetzt aber nicht das Geld, um das Medikament zu kaufen. Nach Ayn Rand wäre es egoistisch, wenn ich das Geld ausgebe und meine Frau heile. Ja? Das heißt, ich liebe ja meine Frau, ich verwirkliche meine Werte dadurch und auch wenn sich das auf eine andere Person bezieht und das ist schön und gut. Altruistisch wäre es zu sagen, ja, Entschuldigung, Frau,
ich muss mich jetzt aufopfern, ja, ich schneide mir praktisch ins eigene Fleisch, damit der Nachbar glücklich sein kann, bezahle ich jetzt die Behandlung von des Nachbarn, Frau, und du musst dann leider sterben, ja. Das wäre Altruismus, dass man die eigenen Werte, aka die eigene Frau, für die Werte von anderen Personen, aka die Frau des Nachbarn, aufgibt. Oder ein anderes Beispiel wäre, ja, das sind jetzt natürlich immer so hypothetische Beispiele, die an den Haaren herbeigezogen sind, aber ich hoffe, es dient einfach so ein bisschen, um das zu illustrieren, was gemeint ist und was nicht gemeint ist, ja. Ein anderes Beispiel wäre, stellt euch vor, ein Vater ist mit 2 Kindern auf hoher See, ja, was weiß ich, Segelausflug oder sonst irgendwas, und ein Sturm kommt auf und die Kinder fallen ins Wasser. So, das eine Kind ist das Sohn des Vaters, das andere Kind ist dessen Freund, ja, der Freund vom Sohn jetzt. Und jetzt hat der Vater die Entscheidung, rette ich mein eigenes Kind oder rette ich den Freund von meinem Kind? Und altruistisch wäre jetzt hier zu sagen, ja, mein Sohn hat da jetzt leider gelitten, den muss ich ertrinken lassen, dafür rette ich aber seinen Freund. Und egoistisch wäre zu sagen, ja, ganz klar, mein Sohn ist bei mir in der Werteordnung höher als der Freund. Ich möchte den jetzt natürlich nicht umbringen, aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich den Wert, der mir selber höher steht. So. Gut, also, ich hoffe, das illustriert es so ein bisschen. Damit haben wir den 3. Clip abgeschlossen. Und wir haben jetzt so einen leichten Überblick schon bekommen über Objektivismus, Egoismus und natürlich auch Altruismus. Jetzt möchte ich den 4. und letzten Clip mit euch anhören. Der ist auch nicht so lang. Und zwar wird es da nochmal um die Tugend des Egoismus gehen, ganz explizit. Wir hören rein. Tell me the value of selfishness. Use another word, self-esteem. The value of selfishness is that you esteem yourself as a value, that you live according to your nature, which means by the judgment of your own mind, and you respect your own mind, you respect your own ability to do the right thing, therefore you respect the possibility of being a morally virtuous person. And you regard yourself as a value worth preserving. Let me bring it down from Kant a little bit to a bromide that I had drummed into me as a child, and maybe you've heard it. Happiness comes from making other people happy. Oh yes, I've heard it. Who hasn't heard it? And that's the trouble. Let's aim at the day when people will not hear it anymore. Because it isn't true, it isn't justifiable, and the first question you would have to ask is why? Why is it good to want others to be happy, but not yourself? And I suppose you will be told that, well, but they will work for your happiness and not their own. Well, it's like an exchange of Christmas presents that neither party wants, but you have to exchange presents and you're not allowed morally to do something for yourself. Whereas what I say, you can make others happy when and if those others mean something to you selfishly. If you love them, then you want to make them happy. Fine. If you don't love them, that's not a moral crime. You don't have to love everybody. You cannot love everybody because it's a meaningless expression. You can love only those whom you value, and if they contribute to your happiness, you contribute to theirs. That's fine. But each one of you has to be selfish about it. Supposing somebody were in love with you and said, I love you because you're so bad, so I sacrifice myself and I'm going to love you. Would you accept that, or would you say it's the most... No, sir, I wouldn't either. That's the most insulting thing anyone could have said to you, and yet that's what altruism would demand. And there is a great Russian writer who tried to practice it, Dostoevsky, who did marry a poor, stupid little seamstress whom he didn't love at all, out of the desire to make her happy, you see. The end of it was she committed suicide. Now that is an altruist practice. That's what altruism leads to. How about it's more blessed to give than to receive? Well, that's obviously the welfare state. That's a clearly motivated slogan. To please give me something and you'll be blessed, but I will keep your material goods.
Okay, also ich habe da eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer zu diesem letzten Beispiel, was sie mit Dostojewski gegeben hat. Das fand ich noch ganz interessant, weil Dostojewski ja zum Beispiel jemand ist, ja, um nochmal auf Jordan Peterson zu kommen. Jordan Peterson hält da ja sehr große Stücke auf Dostojewski. Jetzt vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie der selber sein Leben gelebt hat, sondern eher auf die Literatur, die er verfasst hat. Aber, ne, wir fassen das nochmal kurz zusammen. Der hat also, der gute, wie heißt der, Fjodor Dostojewski hat also ein Bauernmädchen geheiratet, nicht weil er sie geliebt hat, sondern um, für sie glücklich zu machen, ja. Also komplett aus dem Altruismus heraus motiviert. Und was ist passiert? Dieses Mädchen hat sich das Leben genommen. Das heißt, man kann schon so ahnen, wohin dieses Ideal des Altruismus, ja, lebe für deinen Nächsten und so weiter, wohin das führt. Am besten ist es doch, ja, wenn wir uns auf die eigene Glückseligkeit fokussieren. Ich weiß von mir am besten, was ich will, ja. Das heißt, ich brauche keine Planwirtschaft, die sagt, oh ja, in 5 Jahren möchtest du bestimmt ein Auto, deswegen produzieren wir es dann und dann, sondern dass ich einfach selber für mich entscheiden kann, was ich kaufen möchte, wie ich meine Zeit verbringe und so weiter und so fort. Gut. Also, das waren die Clips, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, das hat einen guten Einblick oder Überblick schon mal über so verschiedene Bereiche von Ayn Rand gegeben. Wir werden jetzt, wie gesagt, in diesem Projekt hier, in der Tugend des Egoismus, werden wir nicht auf alle Teile der Philosophie von Ayn Rand eingehen können. Das ist einfach, sie ist eine Denkerin, die sich über die unterschiedlichsten Themen Gedanken gemacht hat. Wir erinnern uns an die Äpfel und Bowlingkugeln in den Händen. Sowas wie Ästhetik, das führt eigentlich am Thema vorbei und ich finde das auch nicht so relevant. Ja? Und wir werden uns jetzt, nochmal um auf das Beispiel mit den Händen zu kommen, vor allem in dieser betenden Position verbringen. Das heißt, in der Ethik, wie die Frage, wie soll der Mensch eigentlich sein Leben führen? Und wie gesagt, nochmal zur Rekapitulation. Ayn Rand würde das sagen, ja, egoistisch sollte der Mensch sein Leben führen. Okay, jetzt wollte ich noch die Einleitung aus dem Buch selber vorlesen. Das heißt, wir werden jetzt hier, und das habe ich ja bei den anderen Auftaktfolgen auch schon so gemacht, einfach mal das Vorwort sozusagen, aber hier heißt es tatsächlich Einleitung lesen und danach, oder ich werde natürlich dazwischen immer wieder unterbrechen und auch so ein paar Sachen noch mal ansprechen. Aber gut, damit will ich sagen, legen wir einfach los. Und zwar Einleitung. Der Titel echt Leute, ist das euer Ernst? Das ist im 3. Wort ist ein Rechtschreibfehler. Das sollte eigentlich ein Genitiv sein, der Titel dieses Buches, und da steht diese Buches. Okay. Das wird ja ein Abenteuer, ja, 19 Kapitel to go. Okay, also, der Titel dieses Buches könnte die Art von Frage provozieren, die ich gelegentlich höre. Zitat: Warum benutzen Sie das Wort Egoismus für tugendhafte Charaktereigenschaften, wenn dieses Wort so viele Menschen in Aufruhr versetzt, für die es nicht dasselbe bedeutet wie für Sie? Zitat Ende. Darauf möchte ich antworten, Zitat: Aus dem Grund, aus dem Sie davor Angst haben. Zitat Ende. Also, ja, natürlich, das Wort Egoismus, und das hatte ich ja auch schon angesprochen, ist ein bisschen negativ behaftet. Ja, der ein oder andere findet das nicht gut, egoistisch zu sein. Jetzt ist natürlich die erste Frage, warum nennt man sein Buch Die Tugend des Egoismus, wenn so viele Leute da so eine schlechte Reaktion drauf haben? Und Ayn Rand sagt jetzt eben, aus dem Grund, warum Sie davor Angst haben, ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, allein dafür mag ich Ayn Rand schon. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich das Wort Anarchist so schön finde. Oder Anarchokapitalist, ja. Das Wort Anarchie und Kapitalismus, ja, 2 der schlimmsten Konzepte vereint in einem Wort. Warum finde ich das Wort so toll, wenn doch so viele Leute das negativ assoziieren? Ja, gerade aus dem Grund. Doch es gibt und natürlich, warum, ja? Weil es eben so stark gegen all das geht, was vom Mainstream verbreitet wird. Ja, ich möchte ganz klar machen, dass eine Position hier unvereinbar ist mit einer anderen.
Und wenn ich jetzt anfange, hier meine Worte weich zu spülen und so, dann könnte ja die andere Seite, zum Beispiel jetzt die Altruisten oder die Kollektivisten, auch auf die Idee kommen, dass wir auf der gleichen Seite säßen. Ja, und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Okay. Doch es gibt andere, die diese Frage nicht stellen und die darin enthaltene moralische Feigheit wahrnehmen, aber nicht in der Lage sind, meinen eigentlichen Grund zu formulieren oder die darin enthaltene moralische Bedeutung zu identifizieren. Jenen möchte ich hier eine ausführliche Antwort geben. Meine Verwendung des Begriffs Egoismus ist weder eine rein semantische Angelegenheit noch eine willkürliche Entscheidung. Die Bedeutung, die dem Wort Egoismus im Allgemeinen zugeschrieben wird, ist nicht bloß falsch, sie repräsentiert ein verheerendes intellektuelles Paketangebot, das mehr als irgendein anderer Faktor für die fatale moralische Entwicklung der Menschheit verantwortlich ist. Also, sie sagt, Leute, so wie ihr Egoismus versteht, das ist falsch. Und by the way, ja, für die Leute, die jetzt hier ein kleines Déjà-vu haben, das mache ich ganz genauso, und zwar mit dem Wort Anarchismus. Ja, wer die Intro gehört hat, das Wort Anarchie heißt nicht Chaos und soziale Unruhe. Ja, das Wort Anarchie heißt auch nicht ohne Regeln. Das Wort Anarchie heißt ohne Herrscher. Ja, und da poche ich natürlich auch mit dem Finger drauf, dass eigentlich, ja, wenn man es mal ganz genau nimmt, das so der Ursprung von dem Wort ist. Okay, wie sieht das mit dem Wort Egoismus aus? Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort Egoismus ein Synonym für das Böse. Es beschwört das Bild eines blutrünstigen Unmenschen herauf, der über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Eines Untiers, das sich um kein Lebewesen schert und nur die Befriedigung der eigenen, hirnlosen, momentanen Launen im Sinn hat. Doch die exakte Bedeutung und Definition des Wortes Egoismus lautet, Zitat, Beschäftigung mit den eigenen Interessen. Zitat Ende. Boah, also das ist ja mal ein starker Kontrast. Ja, auf der einen Seite dieses Monster tatsächlich, was so, ja, was weiß ich, ellbogenmäßig durch die Gesellschaft geht und tatsächlich Leichen hinterlässt, und auf der anderen Seite Beschäftigung mit eigenen Interessen. Ja, also da kommt ja nicht dieses Bild vom, was weiß ich, hirnlosen Egoisten auf, sondern das ist ja einfach, ja, das mache ich ja den ganzen Tag eigentlich auch. Ähnlich auch wie mit dem Wort Anarchie. Ja, Anarchie heißt ohne Herrscher, und ja, eigentlich so meinen ganzen Alltag habe ich eigentlich auch keine Herrscher. Bis auf jetzt den Staat, aber ne, mit dem hat man ja auch nicht täglich zu tun. Okay. Dieser Begriff enthält keine moralische Wertung, also Egoismus, ne? Beschäftigung mit den eigenen Interessen. Das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach nur eine bestimmte Bezeichnung. Er sagt uns weder, ob die Beschäftigung mit den eigenen Interessen gut oder böse ist, noch sagt er uns, woraus die tatsächlichen Interessen des Menschen bestehen. Es ist die Aufgabe der Ethik, solche Fragen zu beantworten. Okay? Und jetzt natürlich ganz interessant, vor allem für die Leute, die die Ethik der Freiheit gehört haben. Und vielleicht werde ich da meine Meinung im Laufe des Buches noch ändern, aber so wie ich Ethik momentan verstehe und aus der Sicht von Rothbard und aus der Sicht von Ayn Rand, die sind sich da nicht 100% einig. Ja. Ayn Rand ist eine sehr viel stärkere, ja, oder dickere Ethikphilosophie als die von Rothbard. Rothbard sagt eigentlich bei der Ethik nur, Leute, damit ihr ethisch seid, verletzt nicht die Eigentumsrechte von anderen Leuten. Ja? Er sagt nicht, und ihr sollt noch dafür eure eigenen Interessen vertreten und so weiter. Das ist Rothbard eigentlich erstmal egal, ja, weil es Rothbard vor allem um diese politische Frage geht, ja, wann können wir denn gerechtfertigt Gewalt gegen andere Leute einsetzen und wann nicht. Und Ayn Rand geht es, glaube ich, viel mehr um diese Frage, ja, was muss ich denn machen, um den Sinn meines Lebens zu erfüllen? Also behaltet das nur so im Hinterkopf, so verstehe ich das zumindest zuerst. Ethik ist hier jetzt ja nicht gleichzusetzen, der Begriff. Wobei natürlich, ja, also die Ethik von Rothbard ist wahrscheinlich auch in der Ethik von Ayn Rand enthalten, ja. Das hatte ich ja vorhin gelesen, ja, dass ich nicht von anderen Leuten erwarte, dass sie für mich
sich aufopfern oder dass ich mich für andere Leute aufopfern muss. Ja, das ist ja auch schon dieser Null-Aggressionsansatz. Okay, aber eben Ayn Rand geht da noch weiter. Die Ethik des Altruismus liefert als Antwort das Bild des Untiers, um 2 unmenschliche Lehrsätze zu akzeptieren. Also dieses Sinnbild, was wir vorhin gezeichnet haben mit dem Menschen, der über Leichen geht, das ist normalerweise ein Argument von Altruisten, um 2 unmenschliche Lehrsätze zu akzeptieren. A, dass jedwede Beschäftigung mit den eigenen Interessen böse ist, unabhängig davon, wie diese Interessen aussehen mögen. Und B, dass die Handlungen des Untiers tatsächlich in seinem Interesse liegen, auf das man zugunsten seines Nächsten verzichten soll. Also, das ist sehr dicht an Informationen, deswegen gehe ich da noch mal ein bisschen durch. Auf der einen Seite wollen die Altruisten sagen, immer wenn du deinen eigenen Interessen nachgehst, ist das schlecht. Ja? Egal, ob du jetzt dir, was weiß ich, die Hände wäschst oder sonst irgendwas, wenn das deine eigenen Interessen sind und du machst das auch aus eigenem Interesse, dann ist das schlecht. Ja, gut, wenn du dir die Hände wäschst, weil du die anderen Leute nicht anstecken willst, dann ist das natürlich eine super moralische Tat. Aber wenn du das machst, weil du dich nicht anstecken willst, ja, wie kannst du nur an dich selbst denken? Das heißt, das ist das eine. Und ja, dass die immer, wenn ich mich mit eigenen Interessen beschäftige, das komplett irrelevant ist, was diese Interessen sind. Und der zweite Satz ist eben, wenn wir jetzt uns noch mal zu diesem blutrünstigen Untier des Egoismus zurückerinnern, der über Leichen geht, dann will uns der Altruismus glauben machen, ja, dieser Mensch, der da so rücksichtslos alle anderen Leute abmassakert, der handelt tatsächlich in seinem eigenen Interesse. Und da würde Ayn Rand jetzt zum Beispiel widersprechen. Ja? Die würde sagen, wenn du andere Leute ausbeutest für dein eigenes Überleben, dann handelst du eben nicht in deinem eigenen Interesse. Okay? Gut. Für einen Einblick in die Natur des Altruismus, seine Konsequenzen und die Enormität der moralischen Verkommenheit, die er darstellt, verweise ich auf mein Buch Der Streik. Also Atlas Shrugged. Und liebe Leute, ja, das werde ich jetzt leider nicht im Podcast vorlesen, gibt's aber auch schon als Audiobuch auf Audible. Ich empfehle euch das, lest euch das durch, hört euch das an. Ja, ich persönlich, ich habe es gelesen. Vielleicht für den einen oder anderen, ja, ich rede jetzt hier nur von Gerüchten, aber es könnte ja sein, dass man das auch im Internet findet, ohne sich da jetzt für irgendwas für zahlen zu müssen, aber da rede ich nur aus Vermutungen. Ich kann das jetzt natürlich nicht. Okay, ihr wisst schon. Also, aber Atlas Shrugged sollte man schon sich mal reingezogen haben, weil es wirklich sehr gut ist. Also, ich verweise auf mein Buch Atlas Shrugged oder auf eine beliebige Schlagzeile einer aktuellen Zeitung. Was uns hier beschäftigt, ist das Versagen des Altruismus im Bereich ethischer Theorie. Es gibt 2 Fragen, die der Altruismus als Paketangebot in einen Topf wirft. Erstens, was sind Werte? Und zweitens, wer soll der Nutznießer von Werten sein? Der Altruismus ersetzt die erste Frage durch die zweite. Er weicht der Aufgabe aus, einen Kodex moralischer Werte zu definieren und gibt einem daher keine moralische Richtlinie. Der Altruismus erklärt, dass jede Handlung, die anderen nutzt, gut ist und jede Handlung, die einem selbst nutzt, böse ist. Daher ist der Nutznießer einer Handlung das einzige Kriterium für moralischen Wert. Und solange wie der Nutznießer jemand anderes als man selbst ist alles erlaubt. Ja, also ganz wichtig jetzt für den Altruismus ist dieses Paketangebot, ja, so und das ist natürlich, Paketangebot ist hier in Anführungszeichen geschrieben, weil das so ein falsches Paradigma ist, ja, das ist so, willst du Krebs oder AIDS? Ja, ich hätte gern gar nichts von beidem. Und ähnlich ist das jetzt auch hier. Also, man fragt beim Altruismus eigentlich nur, ja, wer profitiert denn davon, ja? So, wer ist der Nutznießer? Komisches Wort. Das heißt letztendlich, für wen ist diese Handlung gedacht? Und ja, wenn ich mir jetzt die Hände wasche für andere Leute, dann ist das wunderbar und toll. Und wenn ich das für mich selber mache, ist das ganz pfui. Okay, also,
Und natürlich jetzt auch, ja, wenn ich andere Leute umbringe, wenn ich das für mich selber mache, das ist ganz schlecht, aber wenn ich das für jemand anderes mache, toll. Okay, und vielleicht merke ich das an dieser Stelle schon an. Wenn euch das jetzt extrem vorkommt, ja, so, wer definiert denn Altruismus so? Ayn Rand definiert das so. Und ich würde da eigentlich auch mitgehen, mit dieser ganzen Definition von Altruismus. Ayn Rand ist halt jemand, der die Dinge zu ihren logischen Konsequenzen bringt. Und es ist halt so, wenn ich einmal ein Prinzip habe, ja, dann gehe ich ins Extrem und teste das Prinzip am Extrem und guck mir dann an, was da passiert. Und ja, ich finde halt, ja, diese moralische Feigheit, die sie am Anfang auch anspricht, ja, Leute, die nicht wollen, ja, die vielleicht dazu stimmen würden, die aber sagen würden, oh, nenn es nicht Egoismus, das ist das Problem, ja, weil lasst uns doch die Dinge beim wahren Namen nennen, ja, und lasst uns doch, wenn da schlechte Konsequenzen rauskommen, ja, wenn das Ideal ist, lebe für deinen Nächsten, nicht für dich selbst, dann lass uns das doch mal zum logischen Ende führen. Okay. Und ja, nochmal den Bogen ganz zurück zum Anfang. Wie gesagt, Ayn Rand war in der russischen Revolution mit dabei, hat das miterlebt und da war natürlich auch so das Ideal, ja. Das slawische Volk, ja, die Arbeiterklasse, erhebt euch und so. Das ist Individuum scheißegal, Hauptsache das Kollektiv, ja, mach was für den anderen und so weiter. Also ist ja man braucht sich ja nicht wundern, ja, warum sie ins Extrem geht, weil sie das tatsächliche Extrem gesehen hat, ja, am eigenen Leibe miterlebt hat. Okay. Daher die entsetzliche Amoralität, die chronische Ungerechtigkeit, die groteske Doppelmoral, die unlösbaren Konflikte und Widersprüche, welche die zwischenmenschlichen Beziehungen und menschlichen Gesellschaften unter allen Varianten der altruistischen Ethik quer durch die Geschichte charakterisieren. Ich würde jetzt hier mir gefällt das Wort Amoralität einfach nicht, weil für mich, wenn etwas amoralisch ist, dann hat es keinen moralischen Charakter. Und ich würde sagen, der Altruismus hat ja durchaus einen moralischen Charakter. Es ist halt unmoralisch, ja. Es ist nicht so, das ist wie, wenn ich die Treppe hochgehe, ja, da kann ich nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, sondern es ist ja explizit böse. Und das hat sie ja auch gesagt, dass das böse ist. Also, ich verstehe hier nicht, warum der Übersetzung Amoralität steht, weil für mich bedeutet das Wort was anderes. Beachten Sie die Unanständigkeit dessen, was heute als Moralurteil durchgeht. Ein Industrieller, der ein Vermögen produziert, und ein Krimineller, der eine Bank ausraubt, werden für gleichermaßen unmoralisch gehalten, da beide Wohlstand zum eigenen egoistischen Nutzen wollen. Ein junger Mann, der seine Karriere aufgibt, um seine Familie zu unterstützen und nie über den Rang eines Kassierers hinauskommt, wird gegenüber einem jungen Mann, der immense Anstrengungen auf sich nimmt, um sein persönliches Ziel zu erreichen, als moralisch überlegen angesehen. Ja, und wenn man sich mal anschaut, ja, wie so Kapitalisten wie Jeff Bezos und Bill Gates und so weiter gehasst werden teilweise, also vor allem von der Linken, wo ja der Altruismus ganz besonders stark ist, ja, ich denke, das erklärt sich selber, ja, da ist es so, ja, Bill Gates ist nur so reich, weil er seine Arbeiter ausbeutet und Jeff Bezos natürlich sowieso, wobei ich jetzt natürlich nicht komplett alle Handlungen dieser Individuen verteidigen will, weil der Bezos ja auch Geschäfte mit dem Staat macht und Microsoft natürlich auch und so weiter, also, ne, da ist natürlich schon so da muss man dann halt im Detail drauf schauen, aber prinzipiell, ja, nur dadurch, dass ich ein erfolgreiches Unternehmen habe, wenn man kein Marxist ist, dann weiß man ja auch, dass diese ganze Ausbeuterei von Arbeitern Quatsch ist, ne? Der Kapitalist erfüllt den Arbeitern natürlich einen enormen Dienst, wenn er sie sofort bezahlt und selber dieses unternehmerische Risiko auf sich nimmt. Und dafür verweise ich auf die Ethik der Freiheit. Ich glaube, Kapitel 6 oder 7 war das. Interpersonelle Beziehungen, freiwilliger Tausch, wo er einfach mal so eine simple Volkswirtschaft skizziert und dann eben auch sagt, ja, wenn jetzt hier, ne, mit dem Fluss und den Baumstämmen, wenn die Arbeiter die Baumstämme kaufen wollen, dann müssen sie halt selber das Kapital aufbringen, um überhaupt mal die Baumstämme zu kaufen, und wenn sie eben nur Arbeiter sind, dann müssen sie
die nicht kaufen und sie werden trotzdem bezahlt. Und sie werden sogar noch bezahlt, bevor die Baumstämme tatsächlich final verkauft sind und so. Also, das nur so, dass der Kapitalist halt tatsächlich was ganz anderes ist als ein Bankräuber, der in die Bank reinläuft mit der, was weiß ich, Uzi und sagt so, mach mal die Taschen voll. Ein Diktator wird als moralisch angesehen, da die unaussprechlichen Gräueltaten, die er begeht, nicht ihm selbst zugutekommen sollten, sondern dem Volk. Ja, also man denke an Fidel Castro oder Nelson Mandela, ja, also Leute, die eigentlich ganz schlimme Sachen gemacht haben. Oder Che Guevara, ja, wie viele Leute laufen mit solchen T-Shirts rum und die feiern den alle ab, obwohl er eigentlich unglaublich viel Blut an den Händen hat und keine Sau juckt's. Ja, das ist die Philosophie des Altruismus. Beachten Sie, was dieses moralische Nutznießer-Kriterium einem Menschen antut. Als erstes lernt er, dass Moral sein Feind ist und er durch sie nichts zu gewinnen hat. Weil, wenn er moralisch ist, dann muss er natürlich immer für die anderen Leute arbeiten. Er kann nur verlieren. Selbst verursachter Verlust, selbst verursachter Schmerz und das graue, lähmende Leichentuch einer unbegreiflichen Pflicht sind alles, was er erwarten kann. Er mag hoffen, dass andere sich selbst gelegentlich zu seinen Gunsten opfern, so wie er sich zähneknirschend für sie opfert. Doch er weiß, dass diese Beziehungen gegenseitige Verachtung und nicht Freude bringen wird und dass ihr Streben nach Werten moralisch gesehen einem Austausch von ungewollten Weihnachtsgeschenken gleicht, die sich keiner von beiden selber kaufen darf. Nur wenn er eine selbstopfernde Tat begeht, hat er eine moralische Bedeutung. Ansonsten hat die Moral ihm als Richtlinie für die wichtigen Bereiche seines Lebens nichts zu sagen. Er ist ja nur ein eigenes, persönliches, privates, egoistisches Leben und als solches wird es als böse und bestenfalls als amoralisch angesehen. Also hier benutzen sie das Wort amoralisch, glaube ich, wirklich, ja, dass es keinen moralischen Charakter hat. Also bestenfalls ist es halt so neutral, ja, aber es ist in keinem Fall eine Tugend, also was Gutes. Genau, also, ja, wenn ich jetzt ein Altruist bin und ich lebe danach und ich sage, ja, ich bin ein, was weiß ich, guter Altruist, ich opfere mich für jede Person auf, die mir so über den Weg läuft, ja, bedingungslose Liebe, und dann sehe ich so, dass das nicht zurückkommt, dann werde ich da natürlich auch ein bisschen, ja, weniger enthusiastisch sein, sage ich mal, okay? Also, ne, und das heißt dann so, die Moral ist nicht, was für mich arbeitet, sondern was gegen mich arbeitet, was mich eigentlich unterdrückt, ja? Und eigentlich fühle ich mich viel besser, wenn ich, sage ich mal, in Anführungszeichen außerhalb der Moral lebe. Das heißt, ja, die Moral wäre jetzt altruistisch, muss immer anderen Leuten was Gutes tun und ich finde, eigentlich geht's mir gut, wenn ich was für mich selber tue und da muss ich mich eigentlich auch noch schlecht fühlen, weil ich ja was Schlimmes gemacht habe, weil ich ja für mich selber, weil ich egoistisch bin. Okay. Da die Natur dem Menschen das Überleben nicht automatisch schenkt, da der Mensch sein Leben durch eigene Anstrengung erhalten muss, bedeutet diese Lehre, dass die Beschäftigung mit den eigenen Interessen böse ist. Dass der Wunsch zu leben böse ist, dass das Leben an sich böse ist. Keine Lehre kann noch bösartiger sein. Okay? Also ganz wichtig, die Natur des Menschen, da kam mir gerade wieder so das Sinnbild von Robinson Crusoe, der gerade an der einsamen Insel aufwacht und ja, wenn der nach Altruismus lebt, der muss ja erstmal die ganze Insel durchkämmen, bis er einen anderen Menschen gefunden hat, für den er was machen kann, damit er seiner moralischen Bedeutung gleichkommt, ja, oder nachkommen kann. Wohingegen, wenn er egoistisch ist, dann kann er gleich damit anfangen, für sich selber zu leben. Ja, und natürlich, wenn der gute Robinson da alleine auf der Insel ist, ja, da kann er suchen, bis er verhungert ist und dann, ne, ist er gestorben. Also, man kann sich schon sehen, wie menschenverachtend so eine Moral ist. Wenn nicht mal Robinson alleine auf der Insel überleben kann. Und doch ist genau dies die Bedeutung des Altruismus, die in solchen Beispielen wie der Gleichsetzung eines Industriellen mit einem Räuber implizit ist. Es gibt einen fundamentalen moralischen Unterschied zwischen einem Mann, der sein Interesse in Produktivität sieht, und einem, der es in Raub sieht. Ja? Das ökonomische Mittel gegen das politische Mittel. Das Böse eines Räubers liegt nicht
in der Tatsache, dass er seine Interessen verfolgt, sondern darin, was er für seine Interessen hält. Nicht der Tatsache, dass er nach seinen Werten strebt, sondern welchen Wert er wählt. Nicht der Tatsache, dass er leben will, sondern in der Tatsache, dass er auf einer unmenschlichen Stufe leben will. Und, also wirklich wie die Faust aufs Auge passt das zum politischen Mittel und zum ökonomischen Mittel. Es liegt jetzt nicht daran, dass ich selber will, dass ich überlebe und deswegen schlecht bin, sondern es kommt darauf an, wie möchte ich das denn erreichen? Erreiche ich das aus eigener Kraft durch freiwillige Kooperation mit anderen, aka dem ökonomischen Mittel, oder erreiche ich das durch die Aggression gegen andere, aka das politische Mittel? Falls es stimmt, dass ich mit Egoismus nicht das meine, was üblicherweise damit gemeint ist, dann ist dies eine der schlimmen Anklagen gegen den Altruismus. Eine der schlimmsten Anklagen gegen den Altruismus. Nämlich, dass der Altruismus den Begriff eines selbstbewussten, eigenverantwortlichen Menschen nicht zulässt. Eines Menschen, der sein Leben durch seine eigenen Anstrengungen unterhält und weder sich noch andere opfert. Das Menschenbild des Altruismus kennt nur Opfertiere und deren Profiteure. Nur Opfer und Schmarotzer. Er lässt die Idee einer wohlwollenden Koexistenz der Menschen nicht zu. Und er lässt die Idee von Gerechtigkeit nicht zu. Es ist wirklich wie eine andere Betrachtungsweise von diesem Prinzip von ökonomisches Mittel und politisches Mittel oder nochmal zur letzten Folge von der Kathedrale und dem Basar, von staatlicher Macht und sozialer Macht, von Kollektivismus gegen Individualismus oder eben von Altruismus gegen Egoismus. Das eine, kennt Menschen, der Basar, das ökonomische Mittel kennt Individuen, Eigentümer, und das andere kennt eben nur Leute, die ausgebeutet werden, die Nettosteuerzahler und die Nettosteuerverbraucher. Also Opfer und Schmarotzer. Das ist genau das. Und es scheint ja echt egal zu sein, welches Buch hier ich in die Hand nehme. Okay, das ist wahrscheinlich, ich nehme jetzt keine Esoterikbücher in die Hand oder so, aber wir erkennen ja immer das gleiche Prinzip, oder es scheint ja so, dass die Sachen sich verdammt ähnlich sind und wir immer so auf eine andere Facette von eigentlich der gleichen Sache gucken. Okay, falls Sie sich fragen, welche Gründe hinter der hässlichen Mischung aus Zynismus und Schuld stecken, in der die meisten Menschen ihr Leben verbringen, so sind dies die Gründe. Zynismus, weil die altruistische Moral weder noch praktizierbar noch akzeptierbar. Schuld, weil sie es nicht wagen, sie abzulehnen. Um gegen ein so vernichtendes Übel anzukämpfen, muss man gegen seine Grundprämisse ankämpfen. Um sowohl den Mensch als auch die Moral zu retten, muss man zuerst den Begriff Egoismus retten. Und damit kommen wir wieder zu dem Ausschnitt aus dem Interview vorhin, wo sie gesagt hat, ich greife das Fundament an, worauf diese Institutionen, wie zum Beispiel die soziale Marktwirtschaft, fußen. Und damit greife ich natürlich auch die Institution selber an. Aber genau das meint sie hier, wenn sie sagt, wir sollen das, die Grundprämisse, gegen die Grundprämisse müssen wir ankämpfen. Und das ist eben die Grundprämisse vom Altruismus, wäre jetzt, nur Taten, die du für andere tust, sind moralisch. Beziehungsweise die Kehrseite, alles, was du für dich selber tust, ist böse. Der erste Schritt besteht darin, das Recht des Menschen auf eine moralische Existenz durchzusetzen. Und das bedeutet, anzuerkennen, dass er zur Anleitung und Erfüllung seines Lebens einen Moralkodex braucht. Einen kurzen Umriss über das Wesen und die Stichhaltigkeit einer rationalen Moral finden Sie in meinem folgenden Vortrag, die objektivistische Ethik. Die Gründe, warum der Mensch einen Moralkodex braucht, werden Ihnen sagen, dass der Zweck der Moral darin besteht, die genauen Werte und Interessen des Menschen zu definieren, dass Beschäftigung mit den eigenen Interessen der Kern einer moralischen Existenz ist und dass der Mensch der Nutznießer seiner eigenen moralischen Handlungen sein muss. Okay, also hier
ganz viel wichtige Information drin. Für was brauchen wir eine Moral? Ja, um zu wissen, wie wir leben müssen. Weil wir Menschen, da werden wir im ersten Kapitel, glaube ich, auch noch drauf eingehen, wir können nicht automatisch überleben. Ja, wir sind nicht wie eine Blume, die morgens, wenn die Sonne scheint, da geht die auf, muss sie nicht drüber nachdenken, abends geht sie zu, sondern, ja, Robinson Crusoe kommt an die Insel und er muss seinen Verstand gebrauchen, um zu überleben. Und hier schließt sich der Kreis wieder. Das heißt, der Kreis, also Ayn Rand und Murray Rothbard sind natürlich auch sehr nah beisammen. Ja, aber auch für Rothbard, der sagt, Robinson Crusoe braucht an der einsamen Insel erstmal seinen Verstand, um herauszufinden, ja, wie baue ich mir denn eine Angel? Ja, was kann ich essen, was kann ich nicht essen und so weiter und so fort. Und jetzt sagt Ayn Rand eben hier, das Beschäftigen mit dem eigenen Interesse, ja, also Egoismus, ist der Kern moralischer Existenz. Und daher, ja, kommt natürlich auch der Begriff die Tugend des Egoismus. Ja, das ist ein Ideal, zu dem wir aufstreben. Okay, und der Mensch ist der Nutznießer seiner eigenen moralischen Handlungen. Da alle Werte des Menschen durch seine eigenen Handlungen erlangt und oder bewahrt werden müssen, wird es zwangsläufig zu einer Ungerechtigkeit führen, wenn der Handelnde nicht auch der Nutznießer ist. Einige Menschen werden anderen geopfert, nämlich die Handelnden den Nicht-Handelnden, die Moralischen den Unmoralischen. Dies ist durch nichts zu rechtfertigen und niemand hat es je gerechtfertigt. Die Wahl des Nutznießers moralischer Werte ist lediglich ein vorgreifendes oder einleitendes Thema im Bereich der Moral. Sie ist weder Ersatz für Moral noch ein Wertekriterium, wie es im Altruismus der Fall ist. Auch ist die Wahl des Nutznießers kein moralischer Grundsatz. Sie muss von den fundamentalen Prämissen eines Moralsystems abgeleitet und durch sie belegt werden. Die objektivistische Ethik besagt, dass der Handelnde immer der Nutznießer seiner Handlung sein muss und dass der Mensch nach seinem rationalen Eigeninteresse handeln muss. Sein Recht darauf wird aber aus seiner menschlichen Natur und aus der Funktion moralischer Werte im menschlichen Leben abgeleitet und ist deswegen nur im Zusammenhang eines rationalen, objektiv bewiesenen und gültigen Kodexes moralischer Prinzipien anwendbar, welche sein wirkliches Eigeninteresse definieren und bestimmen. Es ist keine Lizenz zu tun, was einem beliebt, und ist weder anwendbar auf das altruistische Bild eines egoistischen Untiers, noch auf einen Menschen, der von irrationalen Gefühlen, Trieben, Wünschen oder Launen motiviert wird. Also dieser moralische Kodex, den sie uns jetzt hier skizzieren wird, ist eben nicht vereinbar mit jemandem, der über Leichen geht. Ja, der handelt nicht aus eigenem Interesse. Oder wie der Brückenbauer, der sagt, ja, ich glaube, aber dass die Brücke mehr als eine Tonne hält und so weiter. Dies nur als Warnung an jene nietzscheanischen Egoisten, also von Nietzsche, die in Wirklichkeit ein Produkt der altruistischen Moral sind und die andere Seite der altruistischen Medaille darstellen. Sie glauben, dass jede Handlung gut ist, wenn sie für das eigene Wohl bestimmt ist. So wie die Befriedigung der irrationalen Wünsche anderer kein Kriterium für moralischen Wert ist, so ist es auch die Befriedigung der eigenen irrationalen Wünsche nicht. Moral ist kein Wettbewerb von Launen. Und, Moral ist kein Wettbewerb von Launen. Einen ähnlichen Fehler begeht der Mensch, der erklärt, da der Mensch von seinem eigenen unabhängigen Urteilsvermögen geleitet werden muss, ist jede Handlung, zu der ich mich entscheide, moralisch, wenn ich mich dazu entscheide. Das eigene unabhängige Urteilsvermögen ist das Mittel, mit dem man seine Handlungen wählen muss. Doch es ist weder ein moralisches Kriterium noch ein moralischer Beweis. Nur Bezugnahme auf ein beweisbares Prinzip kann die eigenen Entscheidungen validieren. Also nochmal, Nietzsche oder die nietzscheanischen Egoisten, die sagen jetzt praktisch genau das Gegenteil von dem, was die Altruisten sagen. Immer wenn ich was für mich selber mache, dann ist das positiv.
Ja, und nach dem Bild könnte dann natürlich auch rauskommen, ja gut, muss ich den halt abmurksen, das ist trotzdem positiv für mich, weil ich dann seine Brieftasche mitnehmen kann. Und das ist eben genauso irrational wie der Altruismus auch. Ja, nur weil ich entscheide, ja, ich selber profitiere von einer bestimmten Handlung, macht das eine Handlung noch nicht moralisch oder unmoralisch. Und auch nur weil ich sagen kann, ich entscheide, macht das eine Handlung auch noch nicht moralisch oder unmoralisch. Aber ich kann mich auch entscheiden, die Bank auszurauben. Okay. So wie der Mensch nicht durch willkürliche Entscheidungen überleben kann, sondern er die Prinzipien, die sein Überleben möglich machen, entdecken und praktizieren muss, so kann das Eigeninteresse des Menschen nicht von blinden Trieben oder wahllosen Launen bestimmt werden. Es muss durch rationale Prinzipien entdeckt und erlangt werden. Darum ist die objektivistische Ethik die Moral des rationalen Eigennutzens bzw. des rationalen Egoismus. Okay? Also, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, wie wir so schön sagen und später noch feststellen werden, dass wir sagen rationaler Egoismus. Weil eigentlich, wenn wir Egoismus im Sinne von Ayn Rand verstehen, dann ist Egoismus immer rational. Und wenn es nicht rational ist, dann ist es auch kein Egoismus. Okay. Wohingegen jetzt zum Beispiel sowas wie, ja, wenn man diese Begrifflichkeiten verwendet, dann wäre sowas wie Nietzsche, wäre zum Beispiel irrationaler Egoismus, ja, oder diese nietzscheanischen Egoisten, ja, die über Leichen gehen. Das wäre irrationaler Egoismus. Da Egoismus Beschäftigung mit den eigenen Interessen ist, benutzt die objektivistische Ethik diesen Begriff in seinem exakten und reinsten Sinn. Diesen Begriff darf man weder zugunsten von Menschenfeinden noch zugunsten der gedankenlosen Missverständnisse, Verzerrungen, Vorurteile und Ängste von Ignoranten und Irrationalen aufgeben. Der Angriff auf Egoismus ist ein Angriff auf die Selbstachtung des Menschen. Eins aufzugeben heißt, das andere aufzugeben. Das heißt, wenn ich den Begriff Egoismus aufgebe, dann gebe ich auch die Selbstachtung des Menschen auf. Nun ein Wort über das Material in diesem Buch. Mit der Ausnahme des Vortrags über Ethik besteht es aus Aufsätzen, die im objektivistischen Rundbrief, einer von Nathaniel Brandon und mir selbst verfassten und herausgegebenen Zeitschrift, erschienen sind. Der Rundbrief beschäftigt sich mit der Anwendung der objektivistischen Philosophie auf aktuelle Themen und Probleme der heutigen Kultur. Genauer gesagt mit jener intellektuellen Stufe, die zwischen philosophischer Abstraktion und dem journalistischen Gegenständlichen des Alltags liegt. Der Zweck des Rundbriefs besteht darin, seine Leser mit einem stimmigen philosophischen Bezugsrahmen zu versorgen. Also dieses Buch ist jetzt tatsächlich für uns gemacht, ja, für uns alltäglich sterbende Menschen, die eben, ja, fragen, ja, was bringt mir dieses ganze Philosoph-Gedöns eigentlich? Warum soll ich mich damit beschäftigen? Ja, hier ist jetzt praktisch das Fundament, die Munition, die man braucht, um sich zum Beispiel gegen so Anfeindungen zu verteidigen, wie jetzt zum Beispiel, ja, Jeff Bezos, ja, die Kapitalisten sind immer schlecht, die beuten andere Leute aus. Das hier ist jetzt praktisch die Rechtfertigung, warum das eben nicht so ist, ja, oder die Klarstellung, warum das nicht so ist. Und sie spricht jetzt hier Nathaniel Brandon an. Das war, da kommen wir jetzt so ein bisschen in Gebiet, wo ich nicht mich ganz auskenne. Aber Nathaniel Brandon war auf jeden Fall ein Psychologe. Ich glaube, der hat auch noch bis vor kurzem gelebt. Und ich meine, Stefan Molyneux hat mal vor ein paar Jahren ein Interview mit dem geführt. Nathaniel Brandon hat ein tolles Buch geschrieben. Ich glaube, die 6 Säulen, The 6 Pillars of Self-Esteem oder so. Und der ist eben auch ein Randian in dem Sinne gewesen, dass er halt sagt, ja, steh auf deinem eigenen Verstand, ja, auf deinen eigenen Urteilen, mach dich selber glücklich und arbeite nicht für die Glückseligkeit von anderen. Okay, und die beiden haben jetzt also einen Rundbrief gehabt zusammen und also wie gesagt, das Buch wurde 1964 rausgegeben, also dann so Mitte des 20. Jahrhunderts, und da haben sie halt Aufsätze geschrieben für Leute wie dich und mich, halt damals. Und
in dem Buch hier haben wir jetzt also praktisch ein paar Aufsätze zusammengetragen und genau. Gut. Diese Sammlung ist keine systematische Abhandlung über Ethik, sondern eine Reihe von Aufsätzen über jene Themen der Ethik, die Klarstellung benötigen oder welche durch den Einfluss des Altruismus am meisten pervertiert wurden. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass die Titel einiger Aufsätze in Form einer Frage gestellt sind. Diese kommen aus unserer Abteilung für intellektuelle Munition, welche von Lesern gestellte Fragen beantworten. Und das war das Vorwort, beziehungsweise da kommt noch ein kleiner Nachtrag. Ich will jetzt nur so ein paar Beispiele geben für Fragen, also Kapitelüberschriften, die Fragen sind. Zum Beispiel Kapitel 5. Ist nicht jeder egoistisch? Ja, also das geht ja auch wieder zurück auf diese, vielleicht erinnert ihr euch, das war nur ein kleiner Nebensatz in der letzten Folge über die Kathedrale und den Bazar, wo Raymond gesagt hatte, ja, letztendlich auch die Leute, die Sachen für andere machen das aus egoistischer Motivation heraus, weil sie ja letztendlich die Befriedigung wollen, einfach zu wissen, ja, ich habe das für andere gemacht, ja, fühle ich mich besser. Und dann könnte man natürlich sagen, ist nicht jeder egoistisch. Ja, damit werden wir uns in Kapitel 5 beschäftigen. Kapitel 7. Erfordert das Leben nicht Kompromisse? Kapitel 8. Wie führt man ein rationales Leben in einer irrationalen Gesellschaft? Ja, also das waren jetzt die 3 Fragen. Okay, mehr ist es nicht. Aber super interessante Fragen. Ja, also die hat sich wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch schon mal gestellt. Und wir werden es eben beantworten. Also, das war das Vorwort vom Jahr 1964. Und jetzt gibt's hier aber noch ein PS von 1970. Und da schreibt sie, Nathaniel Brandon steht nicht länger mit mir, meiner Philosophie oder The Objectivist, früher The Objectivist Newsletter, in Verbindung. Okay, gut, das war's Vorwort. Und ich denke, wir kommen auch so langsam zum Ende dieser Episode. Ich möchte jetzt einfach noch mal so, ja, wir haben jetzt wirklich viel über Ayn Rand gelernt, wer sie war, woher sie kam, was sie gemacht hat, was sie denkt, ja, was sie über verschiedene Sachen in der Philosophie denkt. Und jetzt möchte ich das einfach noch mal zusammenfassen, beziehungsweise das so relatable machen. Ja, warum finde ich Ayn Rand so toll? Das Erste, was ich bei ihr so toll finde, was mich gleich am Anfang gecatcht hat, ja, gehookt hat, war eben die Art und Weise, wie sie redet. Ja, ich habe zum Beispiel diese Interviews gehört, in vollständiger Form auch, mit Phil Donahue und Mike Wallace und so weiter. Und einfach, da wird sie halt gefragt, ja, möchtest du diese ganzen Institutionen zerstören, die unser tägliches Leben begleiten? Und sie sagt, ja. Ja? Oder, du bist ein Atheist. Warum? Ja, also dieses, du. Und dann sagt sie, ja, ich könnte das Gleiche zu dir sagen. Ja, das fand ich so geil, dass sie da halt nicht diese Schuld auf sich nimmt, von der sie ja gerade hier auch im Vorwort geredet hat, wo es immer so ist, ja, ich muss mich eigentlich schuldig fühlen dafür, dass ich dann doch mein eigenes Interesse verwirkliche und so weiter, sondern sie stellt sich hin und sagt, nein, euer moralisches Bild, das prallt an mir ab, ja, das perlt an mir ab, es hat überhaupt keinen Einfluss. Ich weiß, was für das menschliche Leben gut ist und ich gehe meinen eigenen Interessen nach und ich erwarte nicht, dass irgendjemand sich von euch für mich aufopfert, aber genauso wenig werde ich einen Teufel tun, mich für euch aufzuopfern. Das fand ich so geil am Anfang. Und dass sie da eben auch ja keine Angst hat, wenn sie die Leute provoziert, ja, oder offendet, wie man heute sagen würde, oder triggert, ja, sondern sie sagt einfach ihre Überzeugung. Und ich glaube, das war auch ein großer Boost für sie, weil sie einfach dadurch ja Publicity bekommen hat, weil sie so provokante Thesen mit so einer Sicherheit in den Raum gestellt hat. Und nochmal natürlich, ne, allein, dass sie Atheist war in einem christlich geprägten USA, schon krass. Gut. Was fand ich noch so toll? Dass sie eben für das Individuum steht. Ja, auf der einen Seite gibt sie ja so eine politische Philosophie mit dem Laissez-faire-Kapitalismus. Auf der anderen Seite sagt sie eben auch, ja, du bist der Sinn deines Lebens. Ja? Oder wie Caspar schon so schön gesagt hat, der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's. Ja? Das fand ich so schön, dass sie wirklich was für dich und für mich bereit hat. Ja, das ist nicht so wie, ja, wir schwabulieren hier mal über die Nation und der Deutsche, der Urdeutsche, der Arier. Wir müssen das machen, Lebensraum im Osten hier und da. Ja,
komplett unrelated. Was juckt mich das? Ja, ich stehe morgens auf, ich gucke in den Spiegel, putze die Zähne und gehe zur Arbeit. Ja, was juckt mich das, was wir über Rassen denken und so weiter? Was hast du für mich, für mein Leben? Und da hat Ayn Rand, denke ich, extrem viel zu bieten. Dass sie sagt, bau deine eigenen Fähigkeiten aus. Ja, sei produktiv. Steh auf deinem eigenen Verstand, auf deinen eigenen Urteilen. Verlass dich nicht auf andere. Ja, erwarte nicht, dass andere was für dich machen und lass dich nicht von anderen ausbeuten. Das, finde ich einfach, ist eine Moral, die jeder Mensch tagtäglich anwenden kann. Und zu guter Letzt muss ich natürlich auch noch sagen, Ayn Rand, und ich hatte das eingangs natürlich schon gesagt, war für mich diejenige Person, die mich zum Libertarismus gebracht hat, zum Laissez-faire-Kapitalismus. Und ich würde eigentlich sagen, ich bin heute auch noch Laissez-faire-Kapitalist. Ja? Ich bin nur ein bisschen konsequenter als Ayn Rand das war. Und das will schon viel heißen, wenn ich konsequenter als Ayn Rand ist. Ja? Ayn Rand eigentlich most consistent motherfucker. Gut, das ist Dave Smith, aber ja, was wäre sie dann, wenn sie kein Motherfucker ist? The most consistent mother. Okay, Ayn Rand war keine Mutter. Naja, auf jeden Fall, sie hat mich auf diese Schiene gebracht, eben so ökonomische Trugschlüsse zu begreifen, wie es gibt keine Monopole in einem freien Markt. Oder staatliche Interferenz führt immer genau zu dem Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will und so weiter. Da war sie auf jeden Fall der Anstoßpunkt und sie hat mich dann, oder ich bin dadurch halt drauf gekommen, habe ich mich mit Milton Friedman beschäftigt, mit Stefan Molyneux, letztendlich dann mit Rothbard, Hayek, Mises und ja, das ist immer noch ein unglaublich wichtiges Thema für mich. So, das waren die Punkte, die ich toll an Ayn Rand finde. Jetzt sage ich vielleicht noch ganz zum Schluss, was ich nicht so geil an ihr finde. Weil, ja, vielleicht habt ihr das auch schon so erahnt, Ayn Rand ist jetzt nicht mehr mein Personal Jesus. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie da die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, dass sie in allen Gebieten recht hat. Gut, ich glaube, selbst bei Rothbard bin ich mir da nicht mehr sicher. Ja, also ich glaube zum Beispiel, was Rothbard über intellektuelles Eigentum gesagt hat, würde ich nicht mitgehen. Aber genau, intellektuelles Eigentum, das ist zum Beispiel so eine Sache, die Ayn Rand meiner Meinung nach komplett falsch versteht oder verstanden hat. Sie war zum Beispiel der Meinung, ja klar kannst du Ideen besitzen und ja bitte dafür brauchen wir den Staat praktisch, ja, weil das wäre dann für sie noch so der Minimalstaat, in Anführungszeichen, der die Rechte der Individuen schützt, weil, wenn mir die Idee zu Atlas Shrugged gehört, dann dann verletzt du meine Eigentumsrechte, wenn du es, was weiß ich, kopierst oder so. Also, das finde ich komplett fehlgeleitet. Ich glaube nicht, dass man Ideen besitzen kann. Und Leute, ich sag's noch mal, das ist schon so ein bisschen wie die Werbung zum Contra Cruise bei Contra Krugman. The Intellectual Property Folge, die ist coming, ja, also stay strong. Wir haben jetzt hier mit Ayn Rand angefangen, also beschwert euch bitte nicht zu viel. Gut, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das tatsächlich Beschwerden kriegen würde. Ich weiß es nur, es nagt so an mir im Hinterkopf, dass ich diese Folge machen muss mit intellektuellem Eigentum. Aber sie kommt irgendwann. Gut, also, das wäre zum Beispiel jetzt ein Thema. Ein anderes Thema wäre generell dieses ganze Anarchiegedöns, ja. Ayn Rand war da sehr vokal gegen Anarchie, hat gesagt, das ist eine der irrationalsten Existenzformen, die es so gibt, ja, obwohl sie selber sagen würde, Steuern freiwillig zahlen und so. Aber sie war halt der Meinung, Gewalt darf man nicht im Markt haben, sondern wir brauchen eben den Staat, der so staubsaugermäßig, ja, wie so der fettabsaugende Chirurg die Macht beziehungsweise das Fett aus dem Markt beziehungsweise dem Menschen nimmt und dann kann der Markt ohne Gewalt interagieren. Ja, ich bin da einfach konsistenter. Ich glaube, Recht, Sicherheit, Bildung, Straßen, Pipapo, Militär, das ist alles Dienstleistungen, das kann der Basar besser als die Kathedrale, das kann der freie Markt besser als der Monopolist. Also auch hier bin ich gegen den Staat. Okay, also das sind so meine zwei Gräuels und letztendlich zu der Art und Weise, wie sie war. Ich fühle mich eher zu Rothbard hingezogen als zu Rand. Ja, und das ist ganz interessant, weil Rothbard und Rand haben zur gleichen Zeit gelebt, ja, und sind sich durchaus auch begegnet. Ja, Rothbard war am Anfang auch in diesen Kreisen drin, in denen Ayn Rand oder die Ayn Rand um sich gesammelt hat, weil, und damit kommen wir jetzt auch zur Kritik, Ayn Rand war eine Person, die
intellektuelle Leute um sich gesammelt hat. Ja, ich glaube, Alan Greenspan, der ja dann auch letztendlich die Zentralbank geleitet hat und so, die waren da eben mit dabei und haben dann mit ihr diskutiert und sie war halt sehr dogmatisch, was ihre Philosophie angeht. Ja, also, und das turnt mich so auch ein bisschen ab von Ayn Rand, weil sie halt nicht sagt, Eigentumsrechte und jetzt kannst du dir überlegen, wie du dein Leben leben willst, sondern, nee, du musst dann auch glauben, dass Kunst nur romantisch sein darf und so weiter und so fort. Also das ist eine viel dickere, eine viel präskriptivere Beschreibung, als die jetzt zum Beispiel Rothbard geben würde. In einer Hinsicht sind die sich aber trotzdem einig. Ja, das sind beides, sowohl Rothbard als auch Rand, sind normative Ethiken. Ja, das heißt, sie beschreiben das Leben so, wie es sein sollte. Ja, das heißt, sie maßen sich hier irgendwo an, dieses Naturrecht zu interpretieren. Und ich denke, sie kommen eigentlich auf der gleichen Seite raus. Ja, also auch Rand würde sagen, der Staat hat kein Recht, Aggression anzuwenden, um Steuern einzutreiben. Aber das ist dann halt nicht ganz identisch, wo die runterkommen. Und ja, also so wie ich das gehört habe, Rothbard war halt viel mehr dabei, sich so damit zu beschäftigen, was passiert denn auf den Straßen, ja, was interessiert denn das gemeine Volk? Und Ayn Rand saß eher so in ihrem Elfenbeinturm drin, mit ihrem Inner Circle so, und das war halt, nicht so, dass sie sich tatsächlich mit Kritiken auseinandergesetzt hat. Und vielleicht liegt es auch deswegen da, oder kommt das auch dann daher, dass ihre Theorie nicht so ganz ausgereift ist, wie die jetzt zum Beispiel von Rothbard. Nichtsdestotrotz, das war jetzt meine Kritik, nichtsdestotrotz muss ich das vielleicht nochmal sagen, ich halte sehr große Stücke auf Ayn Rand. Mit vielen Sachen, die sie jetzt hier in den Clips gesagt hat oder im Vorwort gesagt hat, würde ich 100% mitgehen. Und ich bin einfach gespannt, was wir jetzt so aus den Kapiteln, aus den Aufsätzen hier in dem Buch lernen werden. Ich freue mich unglaublich auf die nächste Folge. Wenn ihr wieder einschaltet, vergesst natürlich nicht, den Podcast zu abonnieren auf iTunes, auf Spotify, der Podcast-App eurer Wahl. Einfach Alex Anarcho suchen, auf den Abonnier-Button klicken und dann seid ihr auch in der nächsten Folge mit dabei. Oder ihr besucht meine Webseite alexanarcho.net. Und da gibt's dann, die Links zu Spotify, zu iTunes, zu meinen Spendenadressen, zu meinem Telegram-Kanal, wo ich meine News reinposte, zu meiner Telegram-Gruppe, wo ihr diskutieren könnt mit mir und mit anderen. Und das ist so die tolle Sache. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr jetzt bis zum Ende durchgehalten habt. 2,5 Stunden, Mann oh Mann, ging das schnell vorbei. Und damit, wie gesagt, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Spenden, über das Feedback und wir hören uns. Bis denne. Yes, Miss Rand, I was one of those people who belonged to your cult where we were devouring your books, and I just wanted to say that as I matured, I am glad that I was able to differentiate with your philosophies. Did you see our show last year? Do you want to create an incident? No. Pass it up. I'm not a cult. Okay. Oh, all right. No, I didn't mean that. I just meant that we admired your work and still do in many ways. But I'm glad now that as the emphasis today, as everyone talks of the me society, I have different feelings thinking that there are many parts of your philosophies that do emphasize and create another me society. Yeah, and what's wrong with that? Well, I just feel that I know Miss Rand does not like the word responsibility, but as I matured, I became more responsible, I feel, and I realized that there is another world around me other than just myself and my family. And I don't. And if I didn't, why would I be here or speaking to you at all, and why would I write? No, I don't disagree with that. Thank you. And I realize that, but I also feel that there are so many things that in many ways you're trying to create an elitist society, and today that just is not practical. What has she said that makes you... If you want to spread your views, in today's society you have every opportunity, more than you can count. Why come here and take advantage of my show and of people who came here to see and hear me, not the leaders who put responsibility on your shoulder? You want responsibility? Go and practice it. But you're not going to force any responsibility on me. Well, and certainly not
But she's For your not. But she manners. has to be able to share with you her opinion, however differing it may be from No. what you hold. Because I know you don't mean to, and I know we've been here before. Do you feel some sense of deja vu with this? A little. When you say that, you sound intolerant of those who would dissent from your position. No, there is a distinction that has been very intentionally modeled. I do not, and I've said repeatedly, I don't want to interfere with anyone or force anything on them. You have to make those distinctions voluntarily and yourself. The distinction is, let the whole world disagree with me if it wants to. Doesn't mean that if I want to be tolerant, I will change my ideas. I want to hold only my ideas. I don't approve of those who preach the opposite, and I don't think that the freedom to utter nonsense is the first freedom. The freedom is your right to your life. I don't think you want the responsibility of deciding what in every case is nonsense. No. All right. What my policy is, I don't deal with those who disagree. All right, well, they don't agree, fine, they shouldn't deal with me. But just think of the fun you're missing. I mean, you're... That's different. That depends on your idea of fun. Oh, a good, vigorous exchange of views between two people who care and have differing positions is one of the most instructive things that can happen in a living room or on television. I would love to see an honorable adversary, but I've stopped hoping for it.